Herzlich willkommen hier auf YouTube. Freue mich sehr. Wir sind jetzt auch live auf Twitch und das wird eine Aufnahme sein für meinen YouTube-Kanal Nachtfalke TV. Wir reacten auf den Podcast zusammen mit Fabsect, Oklahoma White, Fantastic Marco und ich als Nachtfalke. Das heißt, wir reacten auf unseren eigenen Content und wir sind auch gerade auf Twitch unterwegs. Ihr werdet auch den Live-Chat natürlich die ganze Zeit hier in diesem YouTube-Video jetzt sehen und mitbekommen, was gelaufen ist während der Live-Übertragung auf Twitch. Und das ist jetzt dann die Aufzeichnung auf YouTube. Würde mich über ein Abo, über Gefällt mir Geschichten, all das, was so für YouTube wichtig ist, ne? Positive, nette Kommentare, nur nette Kommentare bitte, würde ich mich alles sehr, sehr, sehr freuen. Und damit starten wir ein in den Content. Wir sind 20, Erfolg auf Twitch ist planbar. So heißt der Podcast. Das wird auch alles unten noch in die Erklärbereiche hier auf YouTube gesetzt und ist natürlich jetzt hier auch im Twitch-Stream, wo wir aktuell ja gerade sind, entsprechend alles nachlesbar. Und wenn ihr den dann am Stück hören wollt oder hier einfach so mittendrin reinkommt, alles kein Ding. Und auf YouTube könnt ihr dann diesen Content auch gemeinsam mit vielleicht Freunden, Bekannten immer und immer wieder genießen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere hier im Kanal dann auch vorbeischaut und auf YouTube ein Abo hinterlässt. Und jetzt ab in den Content. Der Podcast. Ich sage bewusst der Podcast mit uns Vieren. Recht herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Mann, der vor ungefähr 9 Monaten gesagt hat, wollen wir das wirklich machen? Fantastic Marco und mit mir, Oklahoma White. Moin. Ja, es ist wieder soweit. Ja. Endlich. Es ist schwangere 9 Monate fast her, als wir das erste Mal Ja gesagt haben zum Podcast. Es war an einem Sonntagabend. Heute ist es nicht Sonntagabend. Heute ist es mitten in der Woche. Aber ich erinnere mich noch sehr gut und es war gut, dass wir es gemacht haben, Marco. Ja, auf jeden Fall. Das ist unsere 20. Folge einfach. 20 an der Zahl, das ist schon. Komm, sag's nochmal ganz langsam, sag nochmal. 20. Genau. 20. Ja, geil. Es ist unsere 20. Ausgabe. Wer hätte das gedacht? Wir wollten ja ursprünglich irgendwie nur so drei Ausgaben machen, ne? Und es war ja sehr spontan, War ja sehr spontan. Wir haben gesagt, komm, Sonntagabend, Langeweile, auf Twitch nichts los, ne? Machen wir mal einen Podcast. Ihr habt gar keine Ahnung, wie spontan das Ganze war, ne? Also am Sonntag habe ich noch mit Okla gesprochen über viele andere Dinge, haben wir mal so ein bisschen telefoniert. Und am Montagvormittag bekam ich direkt einen Anruf. Ey, sag mal, wollen wir einen Podcast machen heute Abend? Wir haben den Montag aufgezeichnet, ne? Oder war es wirklich Mittwoch? Nee, Quatsch. Am Montag, glaube ich, die Aussage, dass wir am Mittwoch aufzeichnen wollen. So rum ist richtig. Ja, auf jeden Fall. Und ich war so gehypt, dass wir endlich mal wieder einen Podcast machen. Du warst gehypt? Ich bin noch... Beim ersten Mal schon? Ja, natürlich. Wie jetzt schon wieder? Besonderes. Aber ich habe mich heute sogar dafür entschieden, obwohl... Ach so, du bist heute gehypt. Weil wir heute, jetzt... Ja, jedes Mal. Ja, und so gehypt heute, dass ich selbst angeschlagen mich dazu bereit entschieden habe. Ich habe noch ein bisschen Husten beziehungsweise etwas... Wir hatten alle so viel Mitleid mit Marco, ne? Der klang ja in der Aufzeichnung dann noch mal kränker. Und hier sieht er ja eigentlich ganz gesund aus. Schnupf bin ich noch. Man hört's. Ich hoffe, dass das... Ja. Und es steht dir. Es verleiht deiner Stimme nochmal einen ganz besonderen... einen ganz besonderen Druck. Okay, dann bleibe ich nochmal so ein bisschen Bass in der Stimme. Ne? Mal so immer krank. Klingst ganz anders. Forever krank. Nein, Quatsch. Ja. Also gute Besserung, lieber Marco. Es ist ja auch das zweite Mal schon in diesem Jahr, dass du... Apropos Marco, schreib mal in den Chat rein. Geht's dir wieder besser? Kränkelst. Ja, aber umso schöner, dass du dabei bist. Travel Fan Tours, Tag. Ja, Sommergrippe. Und auch, wen habe ich vorhin noch gesehen? Moment. Wir wollen allen Hallo sagen. Jason Arzt, guten Abend. Das ist, also wer es weiß, der Mann und Sommergrippe, das ist ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Jede Art von Grippe. Ja. Wir wollen ja keine Grippe runterspielen.
Ja, stimmt auch wieder. Ja, aber 20 ist alle am Kränkeln hier. Wahnsinn. Okla jetzt schlechter. Dann gute Besserung an Okla. natürlich was Besonderes und wenn, dann können wir es Übrigens, Fab war letztens bei mir im Stream, der hat noch gesagt, er kommt vielleicht auch noch heute vorbei. ja nur gemeinsam feiern und ich finde, Hops, guten Abend. wir sollten. Bist du eigentlich, bist du ein bisschen vorbereitet so, feiertechnisch? Bist du so? Wie vorbereitet? Ja Happy gut, ich meine, wir haben was. Birthday Ja, normalerweise müsste man ja dann für uns irgendwie so Happy Birthday singen. Wobei ich weiß nicht, ob man das am 20., vielleicht am 25. oder so, ne? Aber ich meine, wir haben den 10. auch ein kleines bisschen gefeiert, aber der 20. ist schon was Besonderes. Also, also ich habe mir meine Pepsi Max aus dem Kühlschrank geholt. Ja, guck mal, ich brauche gar nicht mehr hingehen. Ja. Ich brauche gar nicht mehr hingehen. Ne? Wir können jetzt Ich hab anstoßen. hier auch, ja, das stimmt. Ich habe hier auch meinen Red Bull bereitstehen. Hast du? Das ist absolut, Sehr gut. natürlich. Der gehört ja immer dazu. Komm, dann Das lass uns ist aber gemeinsam heute- zischen. Lass uns gemeinsam zischen, Marco. Wir müssen gemeinsam anstoßen hier so. Pass auf. Achtung. Auf 3. Ja. 3. 2. Ach so. Also, ja, ist Auf egal. 3. Komm. Ja, ist egal. Komm, lass zischen. 1. Der komm ist doch schon vorbei. Ja, gesundes Ja, Zeug. ich hab auch schon Hoffmann hat das zischen lassen. gehört. Ach, also. Ja, bei dir, ich hab's Hast du bei dir geschlabbert? gehört. Hast du geschlabbert? Nicoletta, Nein, ich habe nicht wie geschlabbert. Apfelsaft. Hört man das? Prost. Schorle. Ja, ist das toll. Auf unser 20. Marco. Ja. Auf unser und 20. Hast du auf noch viele, viele gute weitere Podcasts. Ja. Ja. Und eigentlich, wir bräuchten so eine 80-stufige Treppe mit Showgirls, 124 Showgirls, links und rechts die Showtreppe, Hintergrund beleuchtet, weiß, ja. Das wär's. Das wär's jetzt. Wär's wirklich, ja. Du kommst die Treppe runter. Oh, ich sehe es vor meinen Augen. Ja. 46-köpfiges schon- Orchester ja. spielt eine schöne, kleine, zarte Musik dazu. Das wären eigentlich die Bilder. Und dann wird die Tochter reingeschoben, weißt du, so. Eigentlich daran müssen wir arbeiten. Wollen wir das schon beim 25. machen, also in 5 Podcasts? Ja, wir können es. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie das ist in so einer Produktion, wenn dann auch noch 2 Gäste im Hintergrund sitzen, also Fab und ich? Ich würde jetzt gerne Fab fragen, wenn er da wäre, wie er sich gefühlt hat. Ich saß da und dachte, jetzt labern die erstmal 20, 30 Minuten, bis sie uns irgendwann reinholen in den Podcast. Ernsthaft. Und Legacy, hallo, guten Abend. Auch nächste Podcast-Folge machen, also dagegen spricht gar nichts. Also ich würde das auch jeden Podcast. Und wir haben vor dem Podcast nebenbei schon 30, 45 Minuten irgendwie über Audiosachen gequatscht und danach noch mehr. Fab hat mitbekommen, dass ich mich per Audio auch ein bisschen auskenne. Und Nicoletta, da hat er dann mich auch noch mal eine halbe Stunde danach ausgefragt. Also der Abend, der Mittwoch, wo wir es produziert haben, da war ich auch, glaube ich, erst um Mitternacht im Bett oder so. Wir haben also zusätzlich zu dem Podcast bestimmt noch mal 2 Stunden Vor- und Nachbereitung gehabt. Podcast zu feiern. Also das ist Showgirls und Kuchen, da sehe ich mich, sage ich, wie es ist. Aber ich habe was Besseres. Okay. Marco. Ja. Was könnte besser sein als eine riesengroße Showtreppe und Showgirls und eine riesengroße Torte? Was braucht man zu einer Geburtstagsparty? Geschenke. Stimmt, wir brauchen Geschenke. Ja. Aber ja, vielleicht regelt sich das dann so im Laufe dieses Podcasts. Denn was man natürlich braucht, sind Freunde, sind Gäste, die mit einem feiern. Und Ja, das stimmt auch. Von wegen Schnittchen, wo waren die denn? Ja? Die hast du bei dir vielleicht gehabt und dem Team im Hintergrund gegeben, den 25 Leuten, aber doch nicht uns. Auch wieder. ja, und es ist ja Oh klar, also so normalerweise, wenn wir live sind auf Twitch, dann haben wir ja unsere Freunde dabei, die sind in der Chatbox, wir erleben das alles gemeinsam. Das fehlt uns natürlich und was uns natürlich auch am meisten fehlt, sind die lieben Kollegen. Und wir haben so viele davon in den letzten Monaten und Jahren natürlich auf Twitch kennengelernt, mit denen wir so viele schöne, tolle, großartige Dinge zusammen machen, aber auch viele schöne, großartige Momente erleben. Team Paluten, hallo. Und die gehören natürlich mit dazu. Und deswegen gibt es heute tatsächlich Gäste. Das ist der erste Podcast, Marco. Ja, das ist der erste Podcast, wo In dem wir Gäste haben, Gäste haben. Ja Das gut, wir ist hatten crazy. einmal Ja, da schon, bin wir ich hatten schon mal einen gespannt. Gast. Schon mal einen Gast gehabt, ne? Schon mal einen Gast gehabt. Ja. Ja, Weißt du noch? Die hier, ja. Ich hatte eine die Fliege. hier- Ich hatte eine Ja. Fliege, ja. Also ich weiß nicht mehr, stimmt. welche Folge das war. Ungebetener Gast war das. Ja, aber heute ja, sind's ja. Das war schon stressig, aber heute bin ich absolut fliegenfrei. Dafür haben wir tolle Okay. Gäste. Ja, dafür haben wir tolle Das ist Gäste. gut. Und den Das ist ersten, geil. hast du noch Ahnung?
Nee, komm, sag besser nichts, denn wenn du jetzt irgendeinen Namen sagst und der ist nicht da, dann ist doof. Ja, das ist doof, ne? Ja. Ich wüsste auch gar nicht welchen, weil wir kennen so viele gute Leute. Ja. Und ich weiß ja auch gar nicht, du sagtest ja Gäste, Mehrzahl. Ich weiß ja auch nicht, wie viel genau, deswegen kann ich ja auch gar nichts so genau sagen dazu. Ja, also ich verrate mal eines, es sind 2. Also es sind 2 und ich glaube, diese beiden repräsentieren eigentlich unser Merkt euch den Blick, warte mal. Umfeld. War ein unvorteilhaftes Bild von Marco. Merkt euch den Blick, ne? Darf ich sagen, Okla? Darf ich sagen in der Vorbereitung oder zerstöre ich zu viele Illusionen? Wirklich großartig. Und sie polarisieren sehr. Also wie es im Vorfeld war. Und das macht sie. Also Show ist Show und Vorbereitung, ne? Pre-Show ist Pre-Show. Für die absoluten Repräsentanten unseres Umfelds. Und ich habe ihn ja auch, wir haben ihn ja alle nicht gesehen. Das Video sehe ich ja jetzt auch zum allerersten Mal. Und ich schaue mir dann sehr, sehr gerne Marcos Reaktion an. Und wie gut er schauspielern kann. Das eigentlich. Und deswegen dürfen die natürlich auch in unserem 20. Podcast und zu unserem Geburtstag überhaupt nicht. Und das erlebt er jetzt hier nur exklusiv bei mir, ne? Also in seinen Kanälen natürlich auf Kick und auf Twitch. Da wird darüber nicht gesprochen. Ihr erfahrt das nur hier exklusiv. Wer hier nicht ist, der wird es auch nie erfahren. Oder später auf YouTube schaut. Das stimmt allerdings. Da bin ich gespannt. Man müsste jetzt irgendwie, wie kriegen wir das jetzt hin? Warte mal. Wir müssten so eine richtig geile Anmoderation. Aber wir haben keine Musik, ne? Wir sind ja nicht vorbereitet, ne? Wir haben keine Musik. Ja, vorbereitet. Raiders, los Flip, hallo Leute, moinsen. Schön euch zu sehen. Man kennt sie ja bei uns so. Ja. Das ist immer schwierig. Wie machen wir das jetzt? Irgendwie so, man müsste die so richtig fett anmoderieren, so, weißt du? So. Ja, mit Trommelwirbel. Und die Trommelwirbel ist kitschig. Klatschen können wir machen, ne? Klatschen können wir schon machen. Jetzt löse mal auf, ich sitze komm, du bist aufgeregt. Komm, du bist aufgeregt jetzt, ja, oder? Du willst wissen, was ist, ne? Ja, willst wissen, ne? Hast Bock, ne? Ja. Gut. Ja, ich auch, ich freue mich auch total. Und ich glaube, der jetzt kommt, der freut sich auch sehr. Denn er ist quasi die Schweizer Garde und die Toblerone in einer Person. Der Mann, der so krasses Gameplay liefert auf Twitch, dass sich niemand traut, in den Log zu gehen. Bitte, Legacy. Das ist wirklich ein ganz krasser Typ. Er ist der Streamer mit der besten Frisur auf Twitch. Hier ist Fabs Act. Was geht? Hey! Unser erster Gast! Fabs Act, mein Lieber! Ja, Digga, das mit den Haaren kann ich nicht ganz bestätigen, doch, aber ich. Ja gut, den Rest auch nicht. Aber ja doch, ich kann das bestätigen. Fab, schön, dass du da bist. Ich auch. Ja, danke für die Einladung. Schön hier zu sein. Eigentlich hättest du ja heute streamen müssen, ne? Nee, ist Mittwoch. Mittwoch ist Off-Day. Ach, Mittwoch ist Off-Day. At the moment. Das wird sich wahrscheinlich bald wieder ändern, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also deswegen sitzen wir beide, Marco und ich, dann immer jeden Mittwoch da und voller Erwartung um 19 Uhr bis irgendwo 23 Uhr machen, dann außen sagen, schade. Also er war heute nicht live. 4 Stunden auf mein Offline-Stream. Machen wir. Ja, machen wir. Okay. Ja. Good to know. Ja. Mit Popcorn. Ja. Guten Abend, Ape Flips übrigens und alle anderen Raider, Loose Flip. Dankeschön, mal lieber. Ich denke, du bist schon wieder im wohlverdienten Feierabend. Herzlichen Dank für den Raid hier am Sonntagabend, als wäre ich gar nicht weg gewesen. Ne? Kannst du mal sehen, wie sehr wir dich feiern? Das ist Oklahoma White, X-Talk, der letztendlich dann der Zeremonienmeister ist. Der ist auch hier im Chat. Ja, absolut. Komm, wie fandst du meine Anmoderation? Komm, lob mich. Findest du gut? War gut? Also mit dem, was vor dem Podcast geschieht oder erst das, was die Leute hören? Nee, das hier alles, was wir hier gerade reden, hören die Leute. Das hören die Leute hier. Einsame Spitzenklasse. Ja, komm, das war gut, einsame Spitzenklasse. Ja, aber ich würde sagen, wir holen direkt den zweiten Gast. Ja, oder? Absolut. Ja, natürlich. Für den muss ich mir jetzt auch was einfallen lassen. Boah, das ist, weißt du, was schwierig ist? Wenn man Leute, die man schon so lange kennt, ja, wenn man Leute, die man... Ich sag mal, grenzenlos Übertreiber, Oklahoma White, ne? Grenzenlos Übertreiber. Schon so. Und ja, The Voice, ne? Also in seinem zweiten Leben hätte er sonst auch Radio gemacht. So lange kennt, wenn man die irgendwie ansagen muss oder vorstellen muss oder anmoderieren muss. Denn bei dem könnte ich eigentlich, also ich glaube, da braucht Spotify und Apple Podcast extra Speicher, wenn ich mit der Anmoderation fertig bin, wenn ich das alles, das ist jetzt eine Königsdisziplin, das zu komprimieren. Okay. Aber ich würde mal so sagen, ne, durch seine Adern fließt Blut. Fangen wir nochmal neu an. Durch seine Adern fließt Blut.
Der Beat der 70er, der 80er. Also bester legendärer Versprecher. Durch seine Adern fließt Blut. Hatte ich natürlich auch gleich eine gute Idee für einen Einstand. Der 90er, nee, das wird der auch nicht gut finden. Das ist viel zu wenig. Nee, das ist nicht gut. Ne? Ich würde sagen, ich fange nochmal neu an. Durch seine Adern fließt Musik. Er hat schon mit Weltstars gemeinsam vor und hinter dem Mikrofon gesessen. Nicht um zu singen, sondern um zu talken. Denn er ist der Conan O'Brien von Twitch. Seine Stimme kennt fast ganz Deutschland. Er ist die Speerspitze und das letzte Bollwerk im Kampf für die gepflegte Abendunterhaltung. Hier ist der Nachtfalke. Alter. Hallo. Ich habe das gehaucht. Ich habe Nachtfalke gehaucht. Ja, ja, ich habe mich schon gefragt, ob du das in irgendeiner Form toppen kannst. Bei FabSec, das war schon richtig cool. Ich meine, Adern fließt kein Blut. Ne? Ich bin ja eigentlich ein Vampir. Ich bin also ein Untoter auf Twitch, ja. Ja, um die Zeit, wo wir ja unterwegs sind, wir alle eigentlich so gemeinsam, wobei FabSec geht ja schon relativ früh ins Bett. Aber wir drei, wir können ja auch schon mal länger. Und ich erinnere mich an die eine oder andere Session, die wir da gemeinsam hatten, die ging ja auch schon mal bis morgens 5, 6 Uhr. Ja, also da kann man ja nur Vampirgene haben, sonst kriegt man das gar nicht hin, ne? Wenn man dann am nächsten Tag wieder raus muss, eine Stunde später. Exakt. Sonst hätte ich mich ja auch nicht Nachtfalke genannt. Ne? Stimmt. Und bin total auf die Nacht auch fixiert von den Leuten her. Wenn man mal tagsüber was macht, wird sofort natürlich geunkt. Ne? Tagfalke, Abendfalke. Ja, was ist los mit dir? Warum bist du nicht in der Nacht? Also man fühlt sich ein bisschen festgenagelt auf die Nacht, aber gut, irgendein Branding will man ja haben auf Twitch, weil alles andere funktioniert ja überhaupt nicht. Aber schön hier zu sein bei euch beiden und natürlich auch mit Fab, den ich jetzt komplett frisch und neu kennenlerne, den ich noch nie im Stream gesehen habe, aber so unfassbar viel von Ookla über Fab gehört habe, dass ich gedacht habe, okay, wir 4 werden die 20 bei euch rocken. Also noch ein Jahr, dann könnt ihr in den USA euch auch Alkohol kaufen. Stimmt, ne? 21 dann, ne? Also quasi schon ab der nächsten Folge. Also wisst ihr, wie ungewohnt das ist, sich selber dann im Podcast zu hören und darauf zu reacten. Also es wird wahrscheinlich weiterhin eher selten Reactions geben, aber das hier ist eine ganz, ganz besondere Situation, mich da selber dann irgendwie im Content zu hören. Aber hat natürlich auch dafür gesorgt, dass wir den heutigen Abend machen. Ich denke, ihr beiden, ich habe es ja eben gesagt, ihr repräsentiert eigentlich unser Umfeld ziemlich gut. Fab ist ja nun mal ein junger Streamer, der sehr viel Gameplay macht. Ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Falke ist das Gegenteil. Also Falke zockt ja nun mal nicht, aber Falke talkt, du bist ja nun ein Urgestein in der Medienbranche, du bist Radiomoderator. Ich habe ja eben schon gesagt, fast ganz Deutschland kennt deine Stimme. Und du bereicherst natürlich auch so das Programm auf Twitch sehr stark und hilfst auch vielen anderen Streamern, vielen kleinen Streamern mit deinen Tipps. Ja, und das ist dann immer so, wenn der Falke, man kennt das ja, wenn der Falke so in den Stream kommt, dann weiß man zuerst nicht, das ist so ein shocking Moment. Ja, soll man sich freuen oder kommt die Gänsehaut? Denn wahrscheinlich kommt die Maßregelung über den Ton, denn das ist ja deine absolute Professur. Kaum ein Stream auf Twitch klingt so gut wie deiner. Das ist ja schon ziemlich krass und ich glaube, du bereicherst Twitch, du bereicherst uns. Und bei FabSec ist es genauso, denn Fab ist ja ein Streamer, wo man immer sagen muss, der hat eigentlich viel mehr Reichweite verdient. Ja, der muss eigentlich viel mehr haben. Und wenn man bei dem so in den... Übrigens, Marco, weißt du, als ich das erste Mal das Video reingeschaut habe, habe ich gedacht, hast du jetzt 2 Hörgeräte auf beiden Seiten, aber es sind natürlich In-Ears, ne? Aber es sind diese fleischfarbenen In-Ears, die dann bei dem Greenscreen Chroma Keying, gerade mit dem Hintergrund, ich glaube, die nehmen so leicht dann die Farbe des Hintergrunds an, oder? Die sind eigentlich doch neutral, oder? Genau, oder? Sag ich ja, durchsichtig. Und die nehmen aber in diesem Video, schaut mal alle genau hin, ne? Nehmen so ein bisschen die Farbe des Hintergrunds an. Ja, also sind natürlich durchsichtig, klar. Transparent. Es ist schon interessant bei diesen Chroma-Keying-Geschichten, muss man sehr aufpassen. Stream kommt und wenn da jetzt so die Zahl stehen würde, 6.000 Zuschauer, das wird ihm jeder abkaufen. Und das sind eigentlich die Leute, die wir geil finden. Das sind die Leute, wo wir sagen, Respekt, da kann man den Hut vorziehen. Das sind wirklich großartige Entertainer und die bereichern so eine Plattform wie Twitch. Absolut. Also ich habe ja Fab auch nur im Vorlauf gerade eben kennengelernt, aber ich glaube, du hast nicht so viel versprochen, er war sofort sympathisch. Obwohl wir uns gar nicht direkt so miteinander bekannt gemacht haben oder vorgestellt haben. Das wird jetzt in dem Podcast natürlich passieren und im Vorfeld sind schon wieder so viele Audio-Dinge passiert. Deswegen erwähnt das Ookla ja auch gerade. Also ja, klar, Greenscreen. Chroma Keying ist doch Greenscreen.
Also letztendlich dann in OBS Studio. Oder habe ich da jetzt irgendwas verwechselt? Ich habe da lange drüber nachgedacht, ne, am Anfang der Streamerei. Und mir hat auch ein befreundeter Streamer, der mich überhaupt auf Twitch gebracht hat, gesagt, mach das nicht, sag den Leuten nicht, was sie verkehrt und falsch machen. Und er hat recht, ehrlich gesagt. Also ich mache das lange Zeit nicht mehr, wirklich nur noch bei extrem befreundeten Streamern, also bei Marco und natürlich Okla. Und es gibt so ein paar andere noch auf Twitch, die ich kenne, wo ich mir das erlauben kann, wo ich weiß, die können das ab. Aber ansonsten tut euch allen einen Gefallen und wenn ihr irgendwas besser könnt als diese Streamer, lasst es nicht raus im Chat, weil der fühlt sich natürlich oder sie entsprechend vorgeführt und das kann auch sehr schnell nach hinten losgehen, weil die Community natürlich sofort Partei ergreift für seinen Streamer. Ne? Also das habe ich sehr oft erlebt, wenn ich einen gruseligen Sound, und das passiert leider einfach immer noch zu oft auf Twitch, wenn ich einen gruseligen Sound erlebe und dann irgendwie einen schlechten Tag habe oder so und dann denke, ich muss da eigentlich mal was sagen. Seit 3 Jahren streamst du und dieser Ton, das interessiert die Community nicht. Also ich bewerte das natürlich über oder mehr und Okla genauso. Es gibt Leute, die feiern das und es gibt Leute, die interessiert das halt einfach gar nicht. Und deswegen bin ich auch davon ab, irgendeinem Streamer irgendwas zu sagen. Wie gesagt, dieser andere Streamer, der mich auf Twitch gebracht hat, der kennt sich sehr gut aus mit Videotechnik und Licht und Kamera etc. pp. Ja. Der hat mich in den Wahnsinn getrieben, als ich angefangen habe zu streamen. Wir sind befreundet. Der hat in jedem Stream, wo es losging, so mit 7 bis 12 Zuschauern, der hat mich kirre gemacht, weil das Licht nicht da, die Einstellung nicht und sonst was. Und ich habe es dann gleich getan und bin in seinen Stream gegangen. Aber das tut uns allen nicht gut oder hat uns nicht gut getan. Also insofern, tut euch einen Gefallen, kritisiert Streamer nicht während des Livestreams, sondern wenn maximal im Hintergrund, wenn man sich dann vielleicht auch ein bisschen angefreundet hat. Ich habe mir das auch mittlerweile abgewöhnt. Also ich sage auch nichts mehr. In den meisten Fällen ist es ja so, dass der Ton wirklich nicht nur schlecht ist, sondern in den allermeisten Fällen ist er ja super leise. Und wenn ich mir dann schon Kopfhörer holen muss und wenn ich den komplett auf laut mache, und dann habe ich meistens so die Situation, wenn ich dann sage, hör mal, kannst du nicht mal ein bisschen lauter machen, dann hast du sofort die Nachrichten da drin stehen. Meistens kommen die zuerst von den Mods. Oder dann steht, nee, bei mir ist super. Bei mir ist super. Ja. Und dann denke ich mir immer, ja gut, aber der Zuschauer, der darf jetzt bloß nicht in den anderen Kanal gehen, weil dann fliegen dem die Ohren weg. Ja, weil der andere Streamer sendet ja in ganz normaler Lautstärke. Genau. Und das ist oft ein Problem. Ne? Schwierig, ja. Das ist das Problem. Wo du das gerade sagst, das ist sehr lustig. Ich habe ja wirklich so VSD-Plugins im Hintergrund laufen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich könnte noch lauter. Also mein Stream ist schon relativ laut im Vergleich zu anderen Streams. Das habe ich natürlich gemerkt, wenn man so vergleicht und auch eine Rückmeldung von den Zuschauern. Aber ich könnte noch lauter. Und ich habe am Anfang, wo ich alles ausprobiert habe, so auf volle Pulle laut gemacht. Und genau der Streamer, der mich auf Twitch zum Streamen gebracht hat, ich sage den Namen jetzt mal hier nicht, sonst kriege ich dann irgendwann Ärger, wenn er diesen Podcast hört. Und der hat dann gesagt, oh, mach leiser. Meine Boxen am Fernseher sind fast kaputt gegangen, weil ich gewechselt habe von dem Stream zu deinem. Und das war dann also von einem extrem leisen Stream zu meinem. Und ja, dann können die Geräte kaputt gehen. Das heißt, ich habe wirklich, um das nicht zu erreichen bei irgendjemandem, dass die von meinem Stream oder andersrum von einem leisen Stream in meinen Stream reinkommen und plötzlich ihre Geräte kaputt gehen, habe ich also deutlich runter reduziert. Es wäre technisch mehr machbar. Die meisten sind einfach viel zu leise und man muss sich dann ganz üble Gefahr, ehrlich gesagt. Wenn ihr in der Lage seid, euren Stream lauter zu machen, passt auf und vergleicht so ein bisschen, weil es gibt halt Streams, die sind unfassbar leise. Und wie ich es auch gerade schon sage, und dann macht ihr da eventuell irgendwo die Boxen kaputt. Das ist eine echte, wahre Geschichte, die ich da gerade eben erzähle und die ich jetzt auch weiter erzähle. Ne? An diese Masse der, ich interessiere mich fürs Audio halt überhaupt nicht. Streamer leider Gottes auch ein bisschen anpassen auf Twitch. Aber ich habe es nur minimal gemacht, also nicht auf diese Lautstärke von einigen, wo es wirklich so extrem ist, dass man am Laptop kaum noch die Lautsprecher laut kriegt und irgendwie schon wirklich an den Monitor gehen muss und so mit dem Ohr, sprichst du gerade? Also, so weit wollte ich dann doch nicht gehen, aber es ist gefährlich, dann auch zu laut zu sein. Also beide Extreme sind schwierig und so das Mittelmaß zu finden, das schaffen nicht so viele. Aber
es ist alles machbar und es gibt ja auch große Streamer, die holen sich dann in dem Bereich auch Beratung ins Haus. Ne? Ich habe das irgendwie auch erlebt, als Knossi beispielsweise. Ich muss dazu sagen übrigens, Okla und Marco, zukünftig müssten wir trotzdem eine Videoverbindung machen, auch wenn wir die vielleicht nicht in den Videos, falls wir nochmal irgendwas Podcastmäßiges zusammen machen sollten, dann kann man irgendwann so den Finger heben und so merken, okay, der andere sollte aufhören zu reden und man kann das Gespräch vielleicht noch besser gestalten. Also ihr müsst, ihr werdet das noch mitbekommen hier in diesem ganzen Podcast, dass wir uns manchmal auch wirklich sehr ins Wort fallen. Das liegt einfach daran, dass wir Marco ja in der Phase auch gar nicht gesehen haben, sondern ich auch jetzt das allererste Mal mit euch dieses Video sehe. Und die Reaktionen von Marco und allen anderen natürlich gar nicht in diesem Podcast enthalten sind, was bei Audio natürlich eigentlich immer wichtig ist. Aber ich glaube trotzdem, zukünftige Podcast, auch ihr beide, ich weiß nicht, habt ihr beide euch gesehen? Ich glaube, das ist von Vorteil. Also bei 4 Gästen ein bisschen schwierig alles. Aber grundsätzlich glaube ich bei Podcast-Produktion eher von Vorteil, sich auch gegenseitig zu sehen, auch wenn das vielleicht in irgendwelchen Videos gar nicht unbedingt auftaucht. Plötzlich mal ein richtiges Mikrofon bekam. Und das Lustige war, das wurde ihm eingerichtet. Alles von der Technik, wie Sponsor und Co. Und das Mikrofon ist ein Shure MV7, also schon durchaus nicht so schlecht. Und dann habe ich mitbekommen, wie der Kollege ihm die Audioeinstellungen gesetzt hat. Und da hat Knossi gesagt, auf keinen Fall Kompressor drauf, auf keinen Fall Limiting. Ich will klippen, ich will zu laut. Das heißt, es kann natürlich auch zur Marke gehören, dass du immer ständig komplett klippst und übersteuert bist. Ich habe es bei Knossi damals nicht verstanden, aber irgendwann dann doch diese Faszination erlebt und auch gemerkt, dass die Zuschauer... Das gehört dazu. Ja, es gehört dazu. Und die Zuschauer interessiert es im Normalfall nicht. Nur wenn es ganz extrem ist oder der Ton aus ist, dann merken überhaupt erst die Zuschauer, wie elementar der Ton letztendlich bei Twitch ist und wie überbewertet oft das Video. Das Beste sind ja so Streamerinnen, ne, die mit ihrem Aussehen punkten. Mega geniales Layout, Hintergrund, tolle Zimmer und ne, alles mega. Und die besten Kameras und alles ausgeleuchtet und man kann natürlich auch sehr viel Haut sehen. Und dann der schlimmste Ton, das Mikro 2 Meter entfernt und du denkst, die spricht da irgendwie aus ihrer Küche und es sieht halt dann doch im Stream anders aus. Und es funktioniert dann einfach, weil natürlich die niederen Gelüste der Zuschauer auf Twitch entsprechend befriedet werden. Ja, aber ich glaube, diesen Shocking-Moment haben die Zuschauer bei Monte auch gehabt, als sie den auf einmal hören konnten, als er umgezogen ist. Ja. Vorher in seinem Studio. Aber da waren ja auch Profis dran, die ihm das Studio eingerichtet haben. Ja gut, sicher, aber natürlich, das weißt du, der beste Profi und die beste Profi-Einstellung nützt nichts, wenn der Streamer einfach einen halben Kilometer vom Mikrofon weg sitzt. Da kann dann das Mikrofon auch nicht mehr viel machen. So war es ja bei Monte. Ja. So war es. So war es über lange Zeit. Und 2 Meter entfernt und dann war das Aquarium da. Also Akustik richtig genial, so schön immer die Schallwellen, die sich dann nochmal entsprechend an allen möglichen glatten Stellen wiederholt haben. Ja, super. Also ein 2000 € Mikrofon, aber trotzdem den Sound wie mit einem 20 € billigen T-Bone von Thomann. Also insofern. Oh, Schleichwerbung. Ich weiß gar nicht. Dürfen wir Werbung machen? Du darfst ja alles. Du darfst bei uns alles. Na, aber ein Angel. Wir kassieren anschließend dafür, ja, und du darfst ja alles. Da ist der Haken. Ja, ich kriege jetzt einen Deal mit Thomann, hoffe ich auch. Darauf baue ich ja eigentlich. Ne? Also Leute, meldet euch bei mir. Ja, nein, aber am Ende des Tages muss man ja auch sagen, das bestätigt ja eigentlich nur unsere Aussagen von unseren vorherigen Podcasts, in denen wir immer wieder gesagt haben, Qualität, also technische Qualität von Audio, von Bild ist nicht so ausschlaggebend wie der Stream-Inhalt. Sei es jetzt nur bei gewissen Streamerinnen, die halt mit ihrem Aussehen punkten wollen, wie Falke schon erwähnt hat, oder halt Leute, die wirklich jetzt hack hier nicht so auf die Frauen rum, ja? Nur weil sie vielleicht besser aussehen. Guck mal, guck mal, Fab sieht ja auch gut aus, ja, und wir reduzieren ihn ja auch wie gesagt, Gezeitenrekord, sondern auf sein. Ich glaube, man könnte es kompensieren, wenn man sich dabei sehen würde, wenn man also wirklich so eine Sichtverbindung aufstellt und dann die Reaktionen, Emotionen halt auch wahrnimmt, dann wird es auch automatisch lebhafter, als so, wie wir da alle, 2 Gäste und dann Marco und Okla irgendwie in unseren Kämmerchen saßen und darauf gewartet haben, dass wir irgendwann einen Redeanteil bekommen. Und wenn dann der andere einen Redeanteil hat, sieht man gerade an Marcos Reaktion natürlich sehr, sehr gut, versucht man irgendwo die Lücke zu finden, Sprechpause, um dann wieder
einzusteigen. So ging es mir beispielsweise auch, wenn du halt so 4 Leute hast, die im Prinzip ja ihren Sprechanteil brauchen und wirklich alle eloquent, dynamisch, ja, einfach inhaltlich auch durchaus mal mit gewissen Aussagen das Ganze befeuern wollen. Oakler dann so ein bisschen der Zeremonienmeister, der die Thematiken im roten Faden hält, dann ist das alles andere als einfach. Und ich habe selber ein bisschen gestaunt, wie wenig unsere einzelnen Redeanteile im Endeffekt dann waren, obwohl wir alle 4 genügend letztendlich zu Wort kamen. Im Regelfall sind wir das zu zweit, da gab es nie Probleme. Genau, zu 4 ist absolut schwieriger, definitiv. Das kann sehr, sehr anstrengend werden. Gita Angel, bin ich voll bei dir. Wir hören da mal weiter rein, weil sonst endet diese Reaction wahrscheinlich heute um 2 Uhr nachts. Eine Entertainment-Qualität. Nein, ne? Die Jury berät noch. Nein, aber ich meine, das spiegelt ja nur unsere Aussagen von den letzten 19 Podcast-Folgen wieder, indem wir gesagt haben, guckt auf die Qualität, die ihr quasi in dem Stream bieten könnt, rein von euch selbst her, von dem, was ihr redet, von dem, was ihr den Leuten mitgeben wollt und einfach zeigen wollt. Und Audiotechnik und Bildtechnik sind halt der Key zu den letzten, ich sage jetzt mal 5-10%, aber wirklich ausschlaggebend ist halt das, wer vor der Kamera sitzt und was derjenige macht, wie charismatisch ist die Person und was liefert die oder was liefert die für einen Beitrag für die Community oder für die Leute da draußen, die eben zugucken. Ja, also es nützt ja das beste Mikrofon und die beste Kamera nichts und die tollsten Nanoleafs, die man sich an die Wand tackern kann. Das nützt ja alles nichts, wenn der Streamer selber nicht liefert. Und das ist ja, glaube ich, auch eines unserer größten Probleme. Also alles andere kann man sich kaufen. Talent, da ist es halt schwierig. Das kann man bei Amazon jetzt nicht so locker kaufen. Ja, Mikrofone und Kameras und Nanoleafs, die kann man da einkaufen. Ja, wäre schön. Wir würden ein paar Gutscheine verschicken. Was jetzt nicht heißt, dass wir es besser können als viele oder als einige. Das wollen wir damit gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall haben wir den Anspruch. Und ich glaube, das sage ich für uns 4 alle, die wir hier sind. Wir wollen wenigstens die Leute nicht langweilen. Also entertainen ist ein sehr großes Wort, aber wir, jetzt gehen wir mal gar nicht in die Richtung Entertainment, sondern wir erheben einfach den Anspruch, dass wir sagen, wir wollen den Leuten eine super schöne Zeit geben und das bedeutet letztendlich, dass wir sie nicht langweilen wollen. Wir wollen unsere Zuschauer nicht langweilen. Und da braucht es einfach mehr dazu. Da muss man sich dann schon mal ein bisschen Mühe geben und da reicht es nicht, wenn man sich da hinsetzt und darauf wartet, dass der Chat einen dann bespaßt. Und das ist ja bei uns hier wirklich anders. Nachtfalk liefert Programm. Das kennt er halt eben aus seinem Beruf auch nicht anders. Fabs Act entertaint in einem durch. Egal, was er gerade macht, ob er gerade Just Chatting macht, was ich natürlich am allerliebsten bei ihm sehe und seine Zuschauer auch. Fab. So, und es ist aber auch jeweils die Kategorie, die durch Twitch durch am besten läuft. Ist ja nicht umsonst die Kategorie, wo die Zuschauerzahlen immer am höchsten sind, meistens. Ja, klar. Ja, das ist so. Das ja auch wobei das natürlich bei den meisten Streamern der Fall ist. Ne? Also Just Chatting ist Just Chatting die ganzen Jahre über immer bei jedem Streamer im Prinzip die erfolgreichste Kategorie. Wobei es gibt Streamer, die sind halt schon so lange dabei und die sind dann in ihren ureigenen Games vielleicht doch stärker. Also bei Musikstreamern erlebt man das oft. Also ich glaube, die sind richtig festgenagelt auf ihre Kategorie und können nichts anderes machen. Ja. Selbst wenn sie das Talent für Just Chatting haben, ich sehe bei fast jedem Musikstreamer einen deutlichen Einbruch zwischen 30% und 60% oder noch mehr, wenn sie Just Chatting machen. Also da ist es genau andersrum. Aber ansonsten gilt es für die meisten Streamer, Just Chatting ist immer das Stärkste. Das Problem ist nur, Just Chatting ist auch das Anstrengendste. Und wenn man da nicht liefert, bist du halt auch verloren. Dann sind die Leute auch wieder weg. Du musst den Level aufrechterhalten, wenn du dich da hinsetzt und mit deinem Handy irgendwie spielst, drauf guckst und 10 Minuten Pause machst
und auf den Chat wartest. Ich habe das auch am Anfang erlebt, bin in Chats reingekommen und oder wo der Stream gerade losging, fand das interessant, das Setup sah toll aus. Bin natürlich genauso mal von sowas getriggert. Geh dann rein und dann fängt der Streamer an. So, Chat, was machen wir denn heute? Da habe ich nur gedacht, Alter, das musst du doch sagen. Du musst doch jetzt das Programm machen. Du kannst dich doch nicht bespaßen lassen vom Chat. Also, ne, das haben viele Leute auf Twitch, glaube ich, immer aber da nicht gibt es eine kapiert. Ausrede. Das heißt, ich binde meine Community mit ein. Ich mache das, was meine Community will. Deswegen lasse ich mir selber nichts einfallen und das meine kann man Community ja trotzdem machen. Das kann man ja trotzdem machen. Du kannst ja trotzdem ein Gerüst bieten und dann sagen, sind wir bei dir? Und Schiel, guten Abend. Für IRL-Streams Qualität sehr, sehr wichtig. Kamerastabilisierung und Kameraführung. Wohl wahr. Man sieht es auch oft, gerade bei so ganz frischen neuen IRL-Streamern, dass sie da mit der Videoübertragungsrate möglicherweise einfach Fehler machen und dass das Ganze dann irgendwie so Blöckchen, Klötzchenbildung ist und so. Und manche haben natürlich noch diese zwischengeschalteten Server, die im Prinzip unabdingbar sind bei IRL. Aber bei dem Thema sind wir ja aktuell gar nicht. Ich glaube, auf IRL waren wir eigentlich thematisch in dem Podcast bei IRL, weiß ich jetzt gar nicht, Marco und Okla. Aber der Aussage selber, Chill, kann ich natürlich absolut zustimmen. Sagen, okay, natürlich kann ich vom Gerüst abweichen. Das ist Twitch, natürlich. Also nicht ist weniger geplant als ein Twitch-Stream. Also dass sie sich Sachen... Und halt, wie ich auch eben schon so sagte, nochmal ganz klar, Ton nach wie vor wichtiger als Kamera und Licht und alles Mögliche. Im besten Falle stimmt alles zusammen, aber ihr merkt es insbesondere, und das sage ich, glaube ich, gleich im Podcast auch nochmal, also ich greife meinen eigenen Podcast hier zusammen mit Okla und Marco und färbt ein bisschen vor. Man merkt halt, wenn der Ton weg ist, dann weiß man halt, wie elementar der Ton ist, ja. Xox sagt es auch, ja genau. Auf Ton sowie Bild genauso viel wert wie als Thema, allerdings gehöre ich auch zu der 1% Gruppe, die keiner braucht. Wer sagt das denn? X-Talk, was würde der Channel hier sein ohne dich? Red doch nicht. Da verändern. Ich weiß noch, dass ich diese Call-In-Shows, die ich gemacht habe, dass es manchmal auch lange gedauert hat, bis man irgendwie überhaupt interessante Gäste hatte und manchmal lief es einfach von vorne bis hinten, wie normal früher auch beim Radio, dass du 4, 5 am Stück hattest und im Prinzip noch 3 Stunden hättest weitermachen können. Nur, dass solche Gespräche halt einfach sehr schlauchen. Und das haben viele auch nicht verstanden, nebenbei, auch von meiner Community, dass das extrem anstrengend ist und dass es halt nicht dasselbe ist, wie sich einfach irgendwie hinzusetzen und mal eben in Just Chatting, wo man eigentlich auch eine eigene Kategorie auf Twitch für machen müsste, in meinen Augen, so ein easy Reaction-Stream machen. Ja? Fremden Content nehmen und dann ergänzen mit kleinen Content-Häppchen. Das ist halt einfach diese Pest. Sorry, ich muss es so hart sagen. Genau, und jetzt mache ich die Pest selber. Allerdings auf eigenen Content, zusammen mit den Content-Creatern, mit denen wir diesen Content erstellt haben, ja. Aber ansonsten fremden Content nehmen, bin ich ja nie so ein riesen Freund von gewesen. Ich glaube, es ist 3., 4., maximal 5. Reaction hier in diesem Kanal seit 3 Jahren oder so. Wirklich? Diese Pest auf Twitch. Ne? Und es ist nach wie vor erfolgreich. Die Zuschauer sind ja auch direkt darauf ausgelegt. Also sie sind ja trainiert. Also im Prinzip sind ja, das muss man auch wieder so hart sagen, viele Zuschauer einfach sehr genügsam, sind in ihren Streams ihren Lieblingsstreamer, das ist ja auch in Ordnung, sie schalten wegen der Streamer ein, aber sie nehmen halt auch dann jede Content-Schwäche in Kauf. Das ist gerade bei großen Streamern halt der Fall und ist eine der ganz großen Schwächen von Twitch, dass Twitch dann auch letztendlich auf den Content selber keinen Wert legt, sich darauf verlässt, dass die Streamer in irgendeiner Form ihre Communities halten, aber sich für das Qualitätsmanagement eigentlich einen Scheiß interessieren. Fab is in the house. Einmal kurz unterbrochen für Fab sagt, da ist er, der 4. Mann, ne? Das fehlende Kind im Glied. Ja? Ja, ist die Frage, wo liegt der Anspruch beim Zuschauer? Und wir stellen da ja auch eine extreme Veränderung fest im Laufe der letzten Jahre. Ja, natürlich. Ich bin ja Teil des Contents, insofern ist es kein Fremd-Content, aber die wenigsten werden es wahrscheinlich jetzt erkennen, wenn sie hier in den Kanal kommen. Die denken nur, in der Nachtfalke reacted, ach jetzt das auch noch. Weißt du, Okla, was ich meine? Kann leider nur kurz. Ja, Mensch. Es geht nur noch um dich hier. Du musst zumindest ein paar Parts von dir mitkriegen, oder? Fab? Wir sind ja nun alle schon ein bisschen länger auf Twitch unterwegs Ich komme selber durcheinander, Legacy. Ich sollte mich selber eigentlich eher nicht unterbrechen. Ich glaube, wir bleiben mal dabei. Unterschiedlichen Art und Weise, ob als Zuschauer oder natürlich selber auch als Creator. Und wenn ich von Creator spreche, dann meine ich tatsächlich auch Creator. Also Leute, die wirklich auch etwas machen. Also nicht etwas Fremdes abspielen
und sich selber nicht einbringen, sondern die selber auch Content erschaffen. Also der schöpferische Creator ist ja nicht Akt. geschützt. Ja. Der Begriff ist ja nicht geschützt. Ja, genau. Und deswegen nennen sich ja auch alle Creator. Aber ich glaube, wenn man sich natürlich selber stärker einbringt und wenn man auch seine Kreativität entfesselt, dann hat man schon auch mehr Möglichkeiten, man hat auch mehr Chancen und vor allen Dingen fällt man dadurch mehr auf. Aber wenn man jetzt mal so die letzten Jahre betrachtet, was meinst du, Fab? Wie hat sich das so in den letzten, nehmen wir mal so eine Zeitschiene von 3 Jahren, wie hat sich Twitch so für dich als Gaming-Streamer verändert? Für mich jetzt in meiner Größe in den letzten 3 Jahren. Nein, ja, die Größe kannst du damit einbeziehen, aber wenn du jetzt mal so auf Twitch schaust, ja, wie nimmst du für dich Twitch wahr zum aktuellen Zeitpunkt? Und wie macht sich eine Veränderung bei dir bemerkbar? Es gibt ja durchaus viele Veränderungen auf Twitch. Also ich glaube, gerade im Moment ist es extrem interessant auf Twitch, weil Twitch ist momentan meiner Meinung nach so ein bisschen an einem Scheidepunkt, weil entweder gehen sie jetzt in eine Richtung, wo sie sich wirklich selbst begraben, so halt eben wegen Kick, das am Horizont erscheint und Twitch endlich mal Druck macht, oder sie schaffen es endlich mal zu realisieren, dass ihre Monopolstellung nicht Gott gegeben ist. Und darum bin ich der Meinung, dass Twitch momentan eigentlich eine sehr interessante Zeit durchmachen kann, weil es eben in so verschiedene Richtungen gehen kann. Wie siehst du denn das so für dich? Also wenn du als Content Creator, der so im zweistelligen Bereich unterwegs ist, auch sehr stark ist im zweistelligen Bereich, wie siehst du das denn so für dich? Spürst du da nicht auch so ein bisschen Ungerechtigkeit manchmal, dass du denkst, eigentlich könnte ich auch mit meiner Community, du hast ja tolle Leute am Start, eigentlich könnte ich mit der Community und mit dem, was ich mir ja aufgebaut habe, eigentlich mehr erreichen. Aber Twitch lässt mich ja nicht, denn ich werde ja nicht wahrgenommen. Ich komme durch diese Firewall einfach der Wahrnehmung nicht durch. Und andere werden halt eben bevorzugt, egal was sie tun. Ich würde es nie so definieren, dass es so eine von Twitch gegebene nicht fairheitsmäßig ist, weil im Endeffekt bin ich so ein bisschen der Meinung, bis zu einem gewissen Punkt verdient jeder Streamer mehr oder weniger die Anzahl Viewer, die er gerade hat. Und das ist halt so ein bisschen eine Realität, die man sich als kleiner Streamer irgendwann mal stellen muss, dass man halt dann eben doch nicht, nur weil man seine eigenen Streams gut findet und weil einem 3-4 Leute aus der Community sagen, deine Streams sind. Ihr hättet mich sehen müssen während der Aufzeichnung. Ich glaube, ich gehe gleich dazwischen. Ich und Ogla und Marco, ich glaube, also Marco jetzt ist eher teilnahmslos. Wundert mich eigentlich. Wir sind richtig so volle Pulle gegen an. Gut, dass man dann gleich zu den Großverdienern gehören sollte. Also ich fühle mich auf Twitch momentan nicht per se unfair behandelt. Aber es hat die Diskussion natürlich sehr, sehr gut angeheizt. Wenn ich ein Gewicht angebe, morgen 4 Tonnen, sehr gerne, ja. Die Kamele nehme ich doch alle. Gezeiten Records. Na gut, aber ich sag jetzt mal, jetzt stellen wir uns mal vor, ich finde nicht, dass das gilt, dass der Streamer die Zuschauerzahl, die er hat, verdient. Ich glaube, da gibt es Ausnahmen, dass einige Streamer mehr verdienen, also mehr verdienen würden. Also wir reden jetzt nur von der reinen Zuschauerzahl. Was er daraus macht, in welcher Zielgruppe, was das für ihn dann monetär für Ergebnisse erzielt, das ist ein ganz anderer Punkt. Aber die Frage ist, warum hat der Streamer sie dann nicht? Warum hat er die Zuschauerzahl die Einschätzung nicht? Selber ist aber auch sehr, sehr subjektiv. Ne? Also ich würde jetzt diese Worte von Fab da auch nicht unbedingt unterstreichen. Finden sie auch ein bisschen hart, weil sie zu sehr verallgemeinert. Ja, weißt also ich will mal so ein Beispiel nehmen. Jetzt stellen wir uns mal vor, du würdest jetzt, Fab, einen richtig ultra kranken, krassen Content machen. Mhm. Ja, du hättest vielleicht einen Gast bei dir, ja, und ihr würdet zusammen richtig krassen Kram machen. Ne? Also machst einen IRL-Stream, fliegst nach Los Angeles und bist da unterwegs mit einer Person, die 1 Million Reichweite hat. Und du hast richtig krassen Content, den sonst keiner macht. Ja? Jemand anders macht IRL-Stream und sitzt bei McDonald's und isst einen Burger und der hat 100-mal mehr Zuschauer als du. Ich weiß nicht, ob das dann noch gerecht ist. Und das liegt natürlich daran, dass egal was du tust, diese Wahrnehmung nicht aus eigener Kraft bekommen kannst, denn du bist ja nicht auf der Startseite. Man sieht dich dort ja nicht. Wie soll man darauf aufmerksam werden? Und das ist eigentlich immer das, was du ja auch feststellst. Klar, die sich im unteren Bereich bewegen. Und wir wissen ja, Marco, sag noch mal die Zahl, die ist von 2000
2022, die ist nicht mehr aktuell, weil aktuellere Zahlen haben wir nicht. 75%. 75% der Zuschauer schauen nur, also auf Twitch, schauen nur Streamer über 1K. 1K Zuschauer, ja. Über 1000 gleichzeitigen Zuschauern. Und ja, die Zahl kenne ich nur von euch, aber wir glauben sie einfach mal oder wir nehmen sie mal als gegeben. Ja. Du, selbst wenn es deutlich weniger wäre, ist das erschreckend. Und, ja, generell ist es erschreckend, klar, keine Frage. Und das ist eine schlimme Zahl. Und das sieht man ja auch, ja, wenn man sich dann so in den Bereichen nach unten bewegt, da verläuft sich dann kaum ja noch jemand. Das heißt, egal was du machen würdest, Fab, du würdest einfach diese Wahrnehmung nicht kriegen. Die würdest du nicht aus dem Stand wegbekommen. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Es gibt halt eben keinen wirklichen Algorithmus. Klar, da gibt es so ein paar süße kleine Algorithmen, die dann auch immer mal irgendwas machen. Aber es ist halt eben nicht so der Klassiker, wie man das von YouTube oder wie man das von Insta oder wie man das von anderen Plattformen kennt, dass der Algorithmus versucht, den Content an die Person auszuliefern, von der er weiß, dass es den Geschmack treffen könnte oder dass es passt. Das ist halt eben auf Twitch nicht so aufgebaut. Das würde ja erstmal implizieren, dass Twitch diese Daten in irgendeiner Form richtig sammelt. Und das glaube ich halt auch einfach nicht. Twitch ist halt unfassbar zahlenorientiert. Das heißt, gewisse Dinge, die halt letztendlich im Kanal regelmäßig passieren, haben mit dem Content an sich überhaupt nichts zu tun. Es basiert auf Interaktion, es basiert auf irgendjemand vermehrt draufklickt, wenn du dann mal für kleine Communities angezeigt wirst und wie stark dann die Interaktion ist innerhalb des Chats. Es sind so viele Parameter, die man immer wieder versucht und ich zum Beispiel auch im Laufe der Zeit immer wieder versucht hat zu eruieren, okay, woran könnte es liegen, was kann man machen, um vielleicht diesen Algorithmus zu triggern. Es wird dir nicht gelingen. Also du kriegst dann manchmal auch so Aussagen, also ich habe am Anfang der Streamerei immer sehr, sehr gerne die Leute gefragt, wo kommst du her? Wie hast du meinen Content gefragt? Sobald sie sich im Chat gemeldet haben. Natürlich niemals diesen Fehler machen, irgendwie Leute im Lurk anzusprechen. Du hast Marktforschung betrieben in deinem Chat. Sozusagen, ja. Mache ich manchmal immer noch, auch bei den Zahlen, wo es schon ein bisschen höher ging oder so. Wenn man die Zeit hatte zwischendurch in den Gesprächen, gerade neue Leute, ich war immer unfassbar neugierig und habe die dann relativ schnell aber auch abgeholt. Also die meisten fanden es gut, wenn sie sich gemeldet haben im Chat. Ne? Also wenn nur ein Follow kam, habe ich nicht gesagt, danke für dein Follow. Wo kommst du her? Wie hast du mich gefunden? Erzähl mal, um ihn zu zwingen, in den Chat reinzukommen. Das darfst du natürlich auch nicht machen. Das sind so die Grundregeln, die Basics. Das weiß ja im Prinzip jeder, habt ihr, glaube ich, in euren Podcasts auch schon 100-mal gesagt. Und im Prinzip, wenn ich eure Podcasts höre, ich weiß alles, ich habe alles erlebt, so in der Form dann auch. Man klingt da so ein bisschen abgeklärt, aber eigentlich hat man die meisten Sachen, wenn man so 2-3 Jahre auf Twitch unterwegs ist, dann natürlich auch erlebt. Und ihr habt das dann so wiederkäuerartmäßig immer wieder gesagt, damit es sich halt penetrant auch in den Ohren irgendwie verewigt. Und das macht vielleicht auch einen Reiz von eurem Podcast aus, den man sich einfach so anhören kann, berieseln lassen kann. Und dann, einfach diese Grundbasics einfach verinnerlicht werden bei den Leuten, die meisten einfach vom Gefühl her sowieso wissen, wie Twitch eigentlich funktioniert. Aber hier sind ja eine Menge, die den Podcast im Normalfall auch ganz einfach bei Spotify hören. Ne? In welchen Situationen hört ihr eigentlich einen Podcast? War jetzt irgendwie gerade letztens auch bei Trimax in seinem Channel. Ich glaube, da wollte er auch noch nachts irgendwie zum Einschlafen einen Podcast hören. Also ich meine, für wie viele Leute von euch ist der Podcast im Prinzip eigentlich so eine Art Einschlafhilfe oder heute auch mein Stream dann hier. Ne? Also ich muss halt immer so längere Stellen laufen lassen, weil sonst sind wir echt nach Mitternacht noch nicht durch. Ich wollte nochmal bei Fab irgendwie darauf eingehen. Ich finde halt nicht, dass Streamer gerade im kleineren Bereich unbedingt immer die Leute haben, die sie verdienen, was ja Ookla irgendwie in Teilen auch schon in die Richtung gehen wollte. Das ist halt einfach ein zu hartes Urteil. Das muss man viel differenzierter sehen. Es ist oftmals sehr, sehr subjektiv und natürlich findest du immer so Twitch-Perlen und das meine ich dann eher positiv, wo du einfach merkst, okay, da ist das Potenzial da. Aber dann haben die halt Netzwerken, ganz wichtiger Punkt bei Twitch, was ich am Anfang immer gemacht habe. Du musst im Prinzip sofort anfangen, dich mit anderen Streamern zu connecten und zu netzwerken. Wenn du deinen Kanal abschaltest, ne, was ja auch viele große Streamer machen, was ich auch total ätzend finde, weil sie einfach irgendwie dann gesättigt sind und sagen, was ist... Nach mir die Sintflut, ist mir egal. Und du musst unfassbar viel netzwerken. Das ist das Schlauste eigentlich, was du machen kannst. Und dann entwickelst du
langsam aber sicher Communities um dich herum und auch die merken, welchen Freundeskreis du hast und so weiter. Das läuft auch sehr, sehr gut im Gaming-Bereich, wenn du miteinander spielst oder so. Das kann wahrscheinlich Fab von sich aus natürlich auch bestätigen. Und das ist im Just-Chatting-Bereich aber nicht anders. Deswegen waren natürlich meine Talk-Geschichten dahingehend schon prädestiniert für solche Sachen. Und haben sich auch gelohnt. Also wir haben schon aus eigener Kraft dann irgendwann die 100er-Marke gekratzt. Was wirklich nur wenige Streamer, und das ist jetzt keine Selbstbeweihräucherung, sondern es war harte Arbeit. Ne? Also wirklich harte Arbeit, absolut. In Just Chatting in kurzer Zeit über 100 zu kommen. Also das muss man ja sagen. Zeit ist übertrieben. Also bei mir waren es, glaube ich, den Partnerstatus 8 oder 9 Monate Affiliate, wo ich immer auch gepredigt habe in den Talks, setzt nicht zu früh den Affiliate, weil ihr tut euch keinen Gefallen, ihr werdet nicht wachsen, weil immer dieser Spot vorher kommt. Also ich bin immer sehr irritiert, wenn Leute irgendwie darauf hinarbeiten, 50 Follower, jetzt 3 Zuschauer im Schnitt und sofort den Affiliate setzen und dann denken sie wachsen. Und das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Daran denken die gar nicht. Warte ein bisschen. Ja, das ist unsere Meinung auch, absolut. Das ist ja auch die Erfahrung, die wir haben. Wir haben uns da mal mit einem Streamer drüber unterhalten, aber komplett anderer Meinung. Er meinte, Werbung finden die Leute toll und deswegen gehen die hier gerne rein. Also nehme ich ihm nicht ab. Also unsere Erfahrung ist eine andere. Niemand sieht gerne Werbung und wenn man sich damit profilieren würde als Streamer, dass man sagt, hier wird Werbung geschaltet, das macht meinen Stream so attraktiv, dann weiß ich nicht, wie der sich selber wahrnimmt. Aber ich glaube, das haben wir alle gemeinsam. Wir sehen ungerne Werbung und Werbung direkt am Anfang des Streams ist auch schlecht. Viele Streamer, die schon seit Jahren Affiliate haben, behaupten sogar, ich habe gar keine Werbung, ich habe die ausgeschaltet. Die wissen selber gar nicht. Also da sieht man mal, die haben so wenig Zuschauer oder gucken so wenig auf die Chatbox, denn da steht ja immer, jetzt schon wieder so und so viele Minuten Werbung. Oder jetzt schon wieder der Spot. Die kriegen ja gar nichts mit. Also was muss mit dem Streamer los sein, dass er seine eigene... ich stelle mir immer die Frage, was ist da los? Also, ja. Und klar, ich glaube, das ist halt nicht richtig. Das ist das größte Problem. Die setzen sich nicht damit auseinander, was der Affiliate-Status wirklich macht. Denn am Ende des... Hallo Raider, Sexy Dexy Raid. D-Dex, ja, der Mann, mit dem ich schon mein zukünftig vermehrtes, hier gesetztes Format durchgepowert habe. The Music of My Life. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Da wird es bestimmt nochmal die eine oder andere Ausgabe mit Dexy, Sexy Dexy geben. Das Jobi, Marvola, KT Leipzig, Raiva, Radio Hot Rod und D-Dex in the House. Ich muss weiterlaufen lassen, Leute, denn sonst streamen wir noch bis heute Nacht um 2. Des Tages muss man sagen, ja, natürlich, Twitch preist die guten Vorteile eines Affiliate-Statuses an, aber die ganzen Negativaspekte, oder was heißt die ganzen, allzu viele sind es ja nicht, aber die sind dafür umso schmerzhafter für den Twitch-Kanal in dem Sinne, und die lassen sie halt einfach außen vor. Also die Twitch-Streamer setzen sich halt damit nicht auseinander, und das ist das Problem. Gut, aber das muss man verstehen. Dein Wachstum. Du behinderst dein Wachstum, das ist schon mal ganz klar. Absolut. Das Problem ist ja, dass die Streamer selber im Prinzip in ihrer eigenen Blase leben. Das heißt, sie gucken einfach gar nicht andere Streams. Das heißt, Netzwerken läuft erstmal sowieso nicht. Aber die gucken, wenn dann nur die Großen, Falke. Die gucken, wenn dann gucken die nur die ganz Großen. Genau. Ja. Sie gucken nur die Großen und sie netzwerken nicht und sie denken, wenn ich bei kleinen Streamern beispielsweise raide oder so, am Anfang sofort immer raiden. Das ist nicht nur gut für den Algorithmus, ist es übrigens nebenbei. Twitch erkennt das, wenn du raidest, und empfiehlt dann anderen Communities mehr deinen Kanal. Das sind so Dinge, die ich im Laufe der Jahre so ein bisschen gelernt habe. Raiden ist extrem wichtig, aber letztendlich sorgt es auch dafür, dass du die Leute kennenlernst, weil die werden auf dich aufmerksam, auch manche Zuschauer. Und das ist viel wichtiger, dass du selber raidest, als wenn du geradet wirst. Wenn du nämlich nicht lieferst und dann auch noch von einem falschen Kanal, beispielsweise in Just Chatting von einem Musikkanal geradet wirst, dann hast du 90% Verlust. Wenn du aber aus der gleichen Kategorie einen Raid bekommst und dann lieferst du gerade auch wirklich Content, und solche Dinge habe ich erlebt, dann hältst du die Leute, einen Großteil der Leute. Und ich habe das zum Beispiel auch bei diesem einen Streamer, der Kumpel da von Gronk ist, einmal erlebt, der von irgendeinem Just Chatting-Kanal geradet wurde und ich erstaunt war, wie viele Leute der gehalten hat. Funk Royal. Der einfach dieses
dieses Charisma hat und diese Art und Weise, die Leute sofort abzuholen. Das Lustigste war, was ich nie wieder vergessen werde und deswegen für mich dieser Streamer einfach sofort Kultstatus erreicht hat. Der wurde geradet von vielen Tausend, hatte zu dem Zeitpunkt 300, 400. Ich wusste nicht, ich kannte ihn nicht, dass er im Prinzip ein Kumpel von Gronkh ist und viele Leute gewöhnt ist. Und die Leute kamen alle rein, hier, hey, du hast einen riesen Raid und 10.000 Leute, keine Ahnung. Es war nicht Gronkh, sondern irgendjemand anders, der ihn geradet hat, aber es waren sehr, sehr viele Leute. Also plötzlich irgendwie Verzehnfachung, Verfünfzehnfachung. Und er wollte aber gerade auf Klo und dies und das und hat dann einfach den Leuten gesagt, die alle in den Chat reingeschrieben haben, mach Werbung, du hast gerade so viele Leute, du kriegst Kohle über die Werbung. Also die Zuschauer haben gesagt, du sollst hier als Streamer, gerade weil du geradet wurdest, Werbung machen. Und er hat gesagt, nö, meine ich, finde ich gut, Community und er hat so viele Pluspunkte sofort gesammelt. Die Leute sind alle hängen geblieben. Ich auch. Er hat irgendwie seinen lustigen Tinkerbauter, hallo, haben wir eigentlich einen Shoutout gemacht für D-Dex? Ich hoffe mal. Wo ist D-Dex? Schon wieder weg? Ein Pausenscreen angemacht. Mich selber zu reacten ist schon ungewohnt, ne? Jetzt kommt Legacy wieder durcheinander, oder? Legacy, Achtung, diese Aussage ist für Legacy. Jetzt bin ich gerade live und nun geht's per Knopfdruck wieder in den Podcast. Ist 5 Minuten auf Klo gegangen und ich bin interessiert dran geblieben, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Das musst du erstmal hinbekommen. Mhm. Und deswegen sage ich, Raids sind unfassbar wichtig. Und manche große Streamer reagieren auch auf kleine Raids. Wenn du jetzt natürlich auf die Idee kommst, einen Gronkh zu raiden mit 12 Leuten, da ist natürlich der Sinn und Zweck. Aber das machen ja auch viele Kleine. Ne? Also Falke, das machen ja viele Kleine, um da eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne? Ja, natürlich, riesengroßer Fehler. Ja. Und sie sind dann sauer, weil Gronkh sie nicht erwähnt. Ja, also in den Größen ist das dann schon ein bisschen was anderes. Da muss man vorher schon mal irgendwie anders genetzwerkt haben. Da muss man Visitenkarten ausgetauscht haben oder der Kumpel, der Freund von irgendjemandem sein. Dann sieht das Gronkh auch. Aber wenn da wirklich jemand mit 8 bis 12 Leuten kommt, dann Radio Hot Rod, ich sehe dich und jetzt sind wir wieder im Podcast. Im Normalfall. Sonst streamen wir bis 2. Es ist der eigene Content. Du siehst, du hörst es. Ja, es ist sehr ungewohnt, auf mich selber zu reacten. Selbst ich mache das zum allerersten Mal. Sagt da nichts dazu, es sei denn, es passt gerade, weil er irgendwie das Chatting macht, weil er irgendwie im Chat das mitkriegt. Also ich glaube, er pickt sich da auch mal Leute raus. Aber in seiner Größe würde ich jetzt auch, dann kriegst du wahrscheinlich irgendwie 500 Raids A12 Leuten und wenn du das dann wirklich machst und jeden erwähnst, so in der Größe von Gronkh, dann werden es immer mehr. Und das dann hört es auch nicht auf, dann kommen immer wieder welche. Genau. Die wollen dann einfach, dass der Name gesagt wird. Genau, absolut, genau. Und das ist kontraproduktiv für die eigene Community, weil die dann einfach sagt, ey, das ist eine Form von Trolling dann letztendlich. Viele Große haben sie auch erst ab einer bestimmten Größe an, dass man sie überhaupt raiden kann. Ja. Also irgendwie ab 100 Viewer kannst du die erst raiden. Vorher sagt er, nee, lass mal, brauche ich nicht. Das kannst du ja einstellen. Das ist ja aber auch erst später gekommen. Das war am Anfang ja auch nicht machbar. Deswegen können wir Fab nicht raiden, weil der hat so viele Zuschauer für uns. Aber es hat ja auch ein bisschen was mit Gönnen zu tun. Ne? Also es hat ja was mit Gönnen zu tun und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, das kennt man ja in der Influencer-Szene. Ne? Also ich bin ja auf vielen Partys. So oberflächlich gönnt man es, aber so hinten durch denkt man sich, aber eigentlich eben doch nicht. Das ist immer das Gleiche. Genau, das ist das Problem. Was ich vorhin sagte, es gibt diese Denke ist komplett falsch. Also wenn jemand den Podcast hört, gerade mit dem Stream angefangen hat, irgendwie 3 bis 5 Zuschauer, seht zu, dass ihr radet, freut euch auch, wenn geradet wird und geht natürlich darauf ein, auch Follower und so weiter. Aber stellt das nicht aus oder denkt, wenn ich jetzt jemanden rate mit meinen 20 Leuten, dann laufen mir plötzlich 5 Leute weg, weil ich kein Vertrauen in meinen eigenen Content habe. Darüber musst du unbedingt stehen, weil wenn das schon so ist, von der Denke her, ich gebe jetzt meine 20 Leute hier nicht raus, die habe ich mir hart erarbeitet, dann werden wirklich 5 bei dem anderen hängen, dann bist du auf Twitch halt verloren und dann wirst du immer auch in der Größe bleiben. Und dann kommt der Punkt, was Fab gesagt hat, dann hast du diese Zuschauer vielleicht irgendwann diese Zahl auch verdient, weil du einfach das System nicht so richtig durchschaut hast und weil du auch, Twitch ist ja nicht viel anders als im Real Life. Wenn du im Real Life nicht in eine Clique dich integrierst oder wenn du auf eine Party gehst und dich in die Küche stellst, wo die wenigsten Leute sind, weil du keine Lust hast, mit Leuten zu reden, dann, wenn du das genauso machst auf Twitch, du willst einfach kein Netzwerk bilden, du willst mit anderen Leuten nicht zusammenarbeiten, du willst nur dein Ding machen, dann bist du genauso verloren wie wenn du in der Party nur in der Küche bist, musst du nicht wundern, wenn du auf keinem Foto drauf bist. Ja, richtig. Das ist ein guter Vergleich. Und dich keiner kennt und dann irgendwann später fragt, ach, du warst auch auf der Party. Er hat dich gar nicht gesehen. Ja. Nee, aber du hast jetzt ja nochmal den Bogen zurückgemacht. Ich muss schon mal ein bisschen, also es war vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Es war
es sorgt ja für Diskussion. Es ist ein Podcast, wir diskutieren zu viert, also alles richtig, alles gut gemacht. Aber es ist doch auch so. Ne? Ich meine, im Endeffekt, nehmen wir irgendwie jetzt einen Monte, der mit 20.000 Viewern da sitzt. Natürlich ist er nicht der entertainendste Streamer, aber es hat einen Grund, warum 20.000 Leute bei Monte sind und zum Beispiel, ich sage jetzt bei dem, der das vielleicht hört, vielleicht 3 Leute drin sind. Weil Monte schon ewig dabei ist, der weiß, wie das System funktioniert. Er ist eine Marke, man kennt ihn, er hat die Connections. Also, wenn du halt neu bist, und das ist so, das musste ich ein bisschen auf die harte Tour lernen, weil ich habe so ein Jahr lang ein bisschen diesen Ego-Grind gefahren und wirklich nur Solo-Streams, niemanden geradet. Auch ein bisschen aus dem, was du gesagt hast, so ein bisschen. Also im Prinzip, was ich vorhin genau, so ein bisschen aus der Angst, okay, wenn ich jetzt Entschuldige. Nee, aber es war genau das. Ich dachte, wenn ich jetzt mit meinen 6, 7 Viewer darüber rade, und dann ist der more entertaining, dann verliere ich. Also hast du dich gerade wiedergefunden in meinen Worten. Ja. Das habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass es in die Richtung geht, weil ich kenne dich nicht. Also ich hatte diese Gedanken und seit einem Jahr etwa versuche ich mich ein bisschen mehr zu öffnen, ein bisschen mehr aus meiner Schale rauszukommen und du merkst halt, erstens, die Zahlen gehen hoch und zweitens, was viel geiler ist, du lernst Leute kennen. Ja, und das ist ja das Wichtigste. Das ist ja das Grundprinzip von Twitch. Twitch ist ja eigentlich einfach nur, deswegen gibt es ja auch die TwitchCon, dass man sich einfach connectet, dass man netzwerkt, dass man zusammen was aufbaut und. Das ist ja eigentlich Twitch. Die ganzen Leute oder unfassbar viele Zuschauer, die sehen das einfach nicht. Deswegen heißt es ja immer, wenn irgendwelche Streamer gemeinsam was machen, wo der eine größer ist als der andere, ja, der will hier nur Reichweite ziehen oder was auch immer, was völliger Quatsch ist. Die Leute können doch miteinander etwas machen. Das sind aber nur die gegenseitigen Communities, die das oft sagen. Die Streamer selber gar nicht. Also natürlich meine ich ja, natürlich. Die Zuschauer. Ne? Absolut, die Zuschauer machen das. Und das ist halt das allergrößte Problem, dass der Großteil der Leute das einfach nicht versteht, dass Twitch eigentlich eins sein sollte, was es ja leider Gottes in der Realität nicht ist. Ja, und wovon viele reden, dass das wäre, aber die Realität, wie du gerade es beschreibst, sieht komplett anders aus. Leider. Und meine Beobachtung ist gerade so im letzten halben Jahr, im letzten Jahr hat sich da sehr vieles gewandelt. Ja. Auf Twitch ist viel passiert, was es auf anderen Social-Media-Plattformen schon länger gibt. Also ich habe das ja eben schon mal angerissen. Also ich bin ja auf vielen Veranstaltungen, Partys unterwegs und da liegen sich alle in den Armen und alle sind die besten Freunde. Und wenn die dann 2 Ecken weiter sind, dann hassen sich wieder alle. Denn es geht um 2 Faktoren. Der erste Faktor ist die Reichweite, daran werden alle gemessen. Und was kannst du daraus ziehen? Welche Vorteile kannst du aus Reichweite ziehen? Da sind wir dann beim Geld. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, wenn man nicht ehrlich zu sich selber ist und nicht ehrlich zu der Community ist. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man Reichweite haben möchte. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man sein Hobby zum Beruf machen will oder da seine Professur drin sieht. Das soll man den Leuten auch zugestehen, aber damit soll man auch locker umgehen. Man soll sich und die Community dann nicht belügen. Ich mache das hier alles nicht für Geld, aber bitte hier guckt meinen Donation-Button. Ich bin der Erste, der Affiliate hat. Ich mache das ja hier überhaupt nicht für Geld und alle 5 Minuten erwähnt, Leute, ihr könnt auch subben. Oder ich gebe euch mal was zurück, ich schenke euch mal 5 Subs, aber jetzt ich gebe euch alles zurück. Alles, was ich einnehme, wird in Amazon und PayPal. Ja, genau. Ich investiere ja alles wieder zurück und dann kommen natürlich die Leute, die sagen, ich will hier mein Hobby finanzieren, was ja auch eine schöne Sache ist. Aber letztendlich muss man sagen, das ist ja dann schon privilegiert, wenn man damit sein Hobby finanziert. Die Leute, die gehen Fußball spielen und Tennis spielen Eishockey, da läuft ja dann auch anschließend keiner mit dem Hut rum und sagt so bei den Zuschauern, jetzt spendet mal bitte alle, weil ihr müsst mir schon mein Hobby hier finanzieren, meine Tennisschläger, meine Ausrüstung, meine Schuhe. Also die Leute, die dann Fußball spielen, die nebenbei noch streamen, die verhalten sich da auf dem Fußballplatz aber anders. Da rennen die nicht mit dem Hut rum. Also ich glaube, diese Ehrlichkeit ist der wichtigste Faktor und der wichtigste Schritt dahin, deutlich entspannter mit der Situation umzugehen. Und daraus entwickelt sich dann auch dieses Gönnen und ein gemeinsames Wir-Gefühl. Also ich kann von Marco und von mir auf jeden Fall sagen, wir empfinden das überhaupt nicht. Wir gönnen unheimlich viel. Wir versuchen,
den Leuten zu helfen, auf dem Weg ihre Träume zu verwirklichen. Und wenn sie damit Geld verdienen können, finden wir das fantastisch. Und wenn sie damit Reichweite generieren können. Ja, absolut. Deswegen machen wir diesen Podcast. Wir kriegen ja auch kein Geld dafür. Wir machen diesen Podcast free of charge. Und ihr müsst auch nirgendwo Donation machen oder sonst irgendwas. Das machen die Plattformen alles kostenfrei und schalten hier noch nicht mal Werbung. Weil wir einfach wollen, dass die Leute Spaß an diesem fantastischen Hobby haben oder vielleicht in diese privilegierte Situation kommen, durch ihr Hobby sich ein Taschengeld oder auch mehr finanzieren zu können. Und ich finde, damit sollte man offen umgehen. Und das ist etwas, was ich bei Twitch bemerke, dass da Neid und Gier sich in den letzten Monaten extrem ausgebreitet hat. Wahrscheinlich ist da die Mutter die Verzweiflung der ganzen Geschichte, dass man einfach feststellt, man kommt aus dem ein- oder aus dem zweistelligen Bereich auch seit Jahren nicht hinaus, liegt aber dann meistens an den Leuten, weil sie keinen Content bieten. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, da dreht sich dann auch so dieses Problem immer wieder im Kreis. Und sich miteinander zu netzwerken, größer zu werden, finde ich, ist total gut. Man sollte es aber nicht auf Krampf machen. Also, wer die IRL-Streams auf der Gamescom gesehen hat, der konnte sehen, also wenn es dann auf der Gamescom war, also auf der Köln-Messe, dann ging es bei den großen Streamern immer nur darum, ja, aber der ist noch nicht angekommen, der ist jetzt angekommen, da muss ich hin, wo ist der ist in Halle 8, der ist in Halle 7, da muss ich jetzt hin, ich muss jetzt hin zu Halle 7, weil da ist der, da ist der, da ist der. Es ging also die ganze Zeit, ging es nur um die Schnitzeljagd. Wie kriege ich den anderen Kollegen, der auch Reichweite hat, damit ich damit jetzt noch mehr Reichweite generieren kann? Und das ist dann schon extrem auf Krampf. Und das dominiert die ganzen Streams. Da geht es nicht mehr um Spaß oder um einfach der Community selber was zu zeigen. Da geht es nur noch um die Schnitzeljagd. Wie kriege ich den mit der größeren Quote? Und es ist man will die Leute für den eigenen Content treffen, damit letztendlich der Content dadurch größer wird. So, und es geht halt nicht mehr um den Content, sondern nur noch um die Person dahinter. Exakt. Ja, um die Reichweite, nicht mal um die Person, sondern um die Reichweite, die eine Person mitbringt, obviously, genau. Klar. Ja. Absolut. Genau, Absolut. Es war ja andersrum noch mal schwieriger, wenn also Leute irgendwie vielleicht nicht ganz so groß waren und dann IRL-mäßig gestreamt haben. Die einzige Frage, die es gab an diese Streamer oder Streamerinnen, war ja, wie viele Follower hast du, wie viele Zuschauer hast du zurzeit gerade? Das heißt, die Zuschauer ticken ja genauso. Und das ist ja dieses Herdenverhalten, was ich bei Twitch immer wieder beobachtet habe. Und das ist ja auch der Grund, warum die Pyramide genauso funktioniert auf Twitch, wie sie normal funktioniert, dass einfach nur diese 25% oberhalb von 1000 Zuschauern geschaut werden, weil der Zuschauer einfach der absolut irrigen Annahme ist, wenn da über 1000 Leute zuschauen, dann muss das ja geiler Content sein. Und ich habe genau das Gegenteil oft erlebt. Jemand mit 8000 Zuschauern und reactet auf irgendeinen Quark und lässt 10 Minuten laufen und isst zwischendrin sein Wurstbrot und schmatzt mal irgendwie ins Mikro, wo ich so völlig das erste Mal richtig angewidert war auf Twitch und gesagt habe, wieso? Verdammt zum Teufel gucken da jetzt 8000 Leute zu. Gut, ich kenne dann die Historie des Streams, des Streamers nicht. Ne? Ich weiß nicht, was der im Laufe der Zeit vorher gemacht hat. Der wird auch gegrindet haben, der wird auch dran gearbeitet haben, diese Reichweite zu erzielen. Und dann sind sie plötzlich satt, weil diese 25% oben sind alle satt. Die müssen nicht mehr richtig liefern, die müssen keinen Content bringen. Und das ist halt genau daran, wo Twitch irgendwann auch in der Zukunft wirklich kranken wird. Da bin ich 100% von überzeugt, weil sie einfach nicht auf Nachwuchssuche sind. Und die Plattform deswegen sich irgendwann überflüssig macht, weil einfach nicht richtiger Content produziert wird. Ja, und wird dann langweilig. Wird dann nicht gefunden, halt es wird langweilig. Genau. Der Nachwuchs kommt halt nicht über Twitch. Also Twitch denkt sich einfach, also Twitch operiert ja in diesem, glaube ich, Kingmaker-System oder so wird das ja genannt. So, ja, Twitch freut sich, wenn die oben haben es gut und die unten können mich kreuzweise. Richtig. Twitch freut sich, wenn Leute von anderen Plattformen kommen. Wie beispielsweise jetzt diese eine, die ja das Twitch-Universum letztendlich erreicht hat innerhalb von wenigen Tagen. Die hat halt 1 Million oder was auch immer. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ihr werdet das eher wissen, genau. Ja, war mir egal, ich habe noch nicht mal reingeguckt. Sorry, aber ich habe das nur gelesen und gedacht, das tue ich mir nicht an. Und die mit 1 Million Follower oder 2 oder 3 bei TikTok und bei YouTube im Kanal. Und das hat dann in der Tat in der Zielgruppe dann auch funktioniert. Wir haben aber auch andere Dinge, Okla und ich haben da auch schon oft drüber gesprochen, erlebt, dass Leute mit großen YouTube-Kanälen auf Twitch angefangen haben und dann nicht mal 50 oder 100 Zuschauer geschafft haben, obwohl sie auf YouTube Millionen Publikum haben. Das heißt, nicht jeder ist natürlich für so eine Entertainment-Phase, wie es ja eingangs vorhin im Podcast auch erwähnt wurde von Okla,
und auch von Marco dafür geeignet und kann dieses Level aufrechterhalten. Natürlich. Ich habe die nicht geguckt, ich weiß nicht, was die macht, aber dass sie auf Twitch dann so, Josh Chatting, aber dass sie auf Twitch so eingeschlagen ist, liegt möglicherweise nicht nur an der Followerzahl. Natürlich waren die Medien alle so, dass sie gesagt haben, oh, hier neuer Twitch-Star und hin und her. Und Monte hat sie, glaube ich, irgendwann auch entdeckt und gesagt, wer ist das denn? Ist die neu? Ich lese das natürlich alles, aber ich komme oft nicht dazu, mir das dann anzugucken. Das könnt ihr eher mir beantworten. Hat das bei ihr nur die Reichweite gebracht? Das sind wir auch wieder beim Thema, wen kennst du? Also zum Beispiel. Sie soll ja, mit Papa Platte soll sie befreundet sein, genau, stimmt. Das habe ich doch auch alles gelesen. Also es ist ja hauptsächlich Stegi. Es ist ja hauptsächlich Stegi, worüber sie momentan die Reichweite kriegt, aber im letzten Podcast von Kevin merkt man es eigentlich sehr gut. Das ist nicht einfach, also das ist eine gesamte Strategie dahinter. Also die spielen sich ja gegenseitig so aus, dass jeder das Maximum davon trägt. Und dann hast du halt plötzlich die Lara, die das erste Mal streamt mit 12.000 Viewern. Ja. Weil die halt wissen, ey, wenn wir das so aufziehen, können wir einen Hype um eine Person. Das ist der Punkt, Aftershow Music. Vitamin B, also was man im Real Life sozusagen aufbaut, in Teilen, gerade bei den großen Streamern, das funktioniert natürlich dann auch auf Twitch oder eigentlich jeglicher Plattform, ne? Auch YouTube und Co. Fantastic Falke, das wäre auch ein richtig guter Twitch-Name, oder? Vielleicht sollte ich meinen Zweitkanal hier, Nachtfalke FM, auf Fantastic Falke umbenennen. Dann habe ich sozusagen einen Kanal noch für das Tagesprogramm. Person erschaffen, die noch gar nicht existiert auch im Twitch-Universum. Also das beantwortet meine Frage nicht wegen des Contents, sondern einfach wegen des Netzwerkes und letztendlich in den oberen 10.000 von allen Seiten flankiert. Ja, das funktioniert. Das haben wir schon so oft gesehen. Oder es werden angeblich zufällige Beziehungen, weil man sich irgendwo getroffen hat. Und wo dann natürlich auch die Communities irgendwie sich gegenseitig hochschaukeln. Ja, oder Streitereien, auch sehr gern genommen. Ne? Also wenn es langweilig wird, dann Probleme vor der Kamera. Man muss sie streiten. Wir müssen gar keine Namen nennen hier. Falke, wir sollten uns auch mal öffentlich streiten. Wir sollten uns mal öffentlich streiten. Streitigkeiten kommen immer gut an. Glaub mal, das kannst du auch ewig lang ziehen, wie so ein Kaugummi. Nee. Ich werde mich jetzt mit Papa Platte anlegen und ich werde mich mit Monte anlegen. Also ich muss da habe ich ja nie Bock drauf gehabt, ne? Diese Beef-Kisten, wo ich immer am Anfang der Twitch-Streamerei gedacht habe, warum tun die das? Mittlerweile weiß ich ja, warum sie es tun. Wir brauchen das. Falke, komm, lass uns streiten. Komm, ich lade dich in ein Schnitzelrestaurant in Berlin ein, und sag dann am Eingang, die dürfen dich nicht reinlassen. Und danach, machst du einen Podcast darüber, und ich auch, und ich sag dann, warum du da nicht reingekommen bist. Und dann können wir uns öffentlich darüber streiten. Lass uns das machen. Ich finde sowieso, also Okla, das wäre auch mal eine Idee für generelle Geschichten zusammen und Content Creation. Wir sollten mehr soziale Experimente vor der Kamera durchführen. Wir sind doch unser eigenes soziales Experiment eigentlich, ne? Ja, das auch. Wenn wir kein soziales Experiment, wir alle sind, dann weiß ich es nicht. Vielleicht sollten wir eine 3er- oder 4er-WG aufmachen und dann irgendwie rund um die Uhr streamen oder so. Bei dir in deiner Villa mit den 50 Zimmern können wir das doch hinkriegen. Das können wir machen. Ja. Das können wir machen. Es wird nur akustisch ein bisschen schwierig, weil hohe Decken, aber du kriegst das hin. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, ne? Wo ich das nochmal höre. Desto besser gefällt mir die Idee. Wir sollten mal irgendwie so 2-3 Wochen ein richtig fettes soziales Experiment bei Okla machen und das dann nicht nur Twitch verkaufen, sondern den Fernsehstationen. Ne? Okla, wie wär's? Soziale Experimente Specialist, genau. Twitch-Drama, ja. Also, wenn man es zeitlich irgendwie organisieren könnte, wäre ich auch dabei. So ein bisschen Truman-Show mit Twitch-Streamern und gut, ähnliche Dinge hat es, glaube ich, auch schon gegeben, aber nicht in unserer Bubble, oder? Big Brother New Season. Ja, und die Challenges kommen dann alle von Legacy, oder? Als Ghostwriterin. Ich bekomme das hin. Natürlich, wer denn sonst? Wenn ich das entsprechende Budget von dir bekomme, dann kriege ich das hin. Na klar. Ja, aber ich sag mal so, das ist, aber ihr fühlt das auch so ein bisschen mit. Also ihr fühlt das so ein bisschen mit, dass man merkt, so Neid prägt sich immer mehr aus. Und wie wäre denn so eure Erwartungshaltung? Also das ist ja eben auch beschrieben, wie der Effekt, den du wahrnimmst. Also Legacy, du wirst dann unsere Herbergsmutter, oder? Fab so auf Twitch gerade ist. Wie ist denn deine Erwartungshaltung an Twitch? Wo siehst du dich mit deinem Kanal in
einem Jahr. Also im September 2024. Wo siehst du dich? Bevor du antwortest, ich hasse diese Fragen. Also ja, du darfst, ich wollte gerade sagen, gerne hassen. Also ja, ich mag die Frage auch nicht. Wo siehst du dich in einem Jahr? Ja, keine Ahnung. Entweder Partner oder immer noch da, wo ich jetzt bin. Also das schreiben manchmal auch Leute in den Chat rein. So, wo siehst du dich? Am liebsten sofort wegbannen. Die ist frech, die Frage. Ich weiß, die ist frech. Nee, aber es ist ja eigentlich Stichwort, wo ich vorher mal noch einhaken wollte, ist Reflexion. Wer jetzt in den Chat die Frage reinschreibt, wo siehst du dich in 5 Jahren, kriegt zumindest eine Vormerkung. Also wird vorgemerkt für einen Bann, oder? Nein, ist Reflexion. Und wo siehst du dich in 5 Jahren als Twitch-Zuschauer, könnte man auch direkt erwidern. Reflektiere, also es liegt nicht an Twitch, wo ich in einem Jahr stehen werde, sondern was ich mache. Und Twitch ist nicht, wie soll ich sagen, ich sehe Twitch halt nicht als Werkzeug, um zu wachsen, sondern mehr einfach mein Hobby auszuleben. Es ist die Plattform, die ich gewählt habe, um mein Hobby auszuleben. Darum, es klingt dumm, aber ich habe nicht unbedingt Erwartungen an Twitch. Okay. Aber es wäre auch nicht schlimm, wenn es besser werden würde, oder? Natürlich. Also 5000 Zuschauer würden dir auch im Regelfall schmecken. Wäre das okay für dich? Wäre nicht schlimm, wäre das in Ordnung? Wenn sich 200 verirren würden oder 500 oder 1000 oder 3000. Ja, aber wollen wir doch mal ehrlich sein. Also das ist, ich meine, wir sehen das ja genauso. Also Marco und ich, die wir ja nun auch gemeinsam streamen, wir sind so unendlich dankbar für die Community, die wir haben, die sehr klein und die sehr überschaubar ist. Wir sind aber genauso dankbar, wenn wir ganz viele Zuschauer haben. Und das ist ein ganz anderes Level. Also das können wir aus eigener Erfahrung sagen. Also wir unterhalten uns gerne mit 30 bis 50 Leuten. Das macht mega viel Spaß. Aber es ist auch ein geiles Gefühl, wenn du 3000 Zuschauer hast. Ja, natürlich. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Und du hast natürlich auch ganz andere Zugänge, das kennen wir auch von vielen Kollegen natürlich, wenn du eine größere Reichweite hast. Erst dann wirst du ja auch wahrgenommen, wirst du ernst genommen. Stimmt. Und es ist natürlich schon ein ganz anderes Gefühl und das sei den Leuten, die auch wirklich hart an ihrem Content arbeiten, die das auch ernst meinen, die sich selbst reflektieren und die sich auch selber weiterentwickeln wollen, auch wirklich gegönnt. Natürlich, absolut. Ich wollte noch zu Fabs Aussage ein bisschen was sagen, weil ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde schon, dass man Erwartungen an Twitch haben kann, weil Twitch macht, also wir haben ja ganz am Anfang drüber geredet, über den eigentlich nicht vorhandenen Algorithmus von Twitch, den ich aber auch sehr an Twitch schätze, dass es eben nicht so ist wie auf YouTube, dass es nicht so ist wie auf Instagram und TikTok. Das finde ich schon gut. Nur was Twitch einfach fehlt, und das Oakler hat mir ja auch mal die Frage gestellt, in der ich dann dasselbe geantwortet habe, wie ich jetzt antworte. Es fehlt halt dann einfach irgendwo solche Talent-Scouts seitens von Twitch, die auch mal kleine fördern würden, beziehungsweise eine Werbefläche, die du dir kaufen kannst auf der Twitch-Frontpage, also auf der Startseite. Was meinst du mit erkaufen? Die du für Geld mieten kannst einfach. Also, dass man wirklich, sagen wir jetzt, für einen 20 auf die Startseite mieten kann. Ja, gut, ja, zum Beispiel. Ich meine, das wird am Ende des Tages... Ich glaube, 20 Euro werden es nicht, das werden dann schon mehr sein. Ne? Oder du bist Legacy, die kommen alle wegen der Anekdoten, ja. Also jetzt muss ich mal einmal ganz kurz hier auch normal reinsprechen in den Content, weil der Chat gerade ein Eigenleben entwickelt. Ihr seht es auch auf YouTube in der Aufzeichnung und das Schirmchen ist schon mal reserviert und ready hot rod. Wasser mit Congas oder ohne Gas? Also Kohlensäure mit oder ohne, ne? Congas, Syngas. Im Prinzip. Soweit ich weiß, gibt es diese Möglichkeit sogar, aber die haben nur Agenturen. Ja, die Agenturen haben Möglichkeiten, da gibt es Schnittstellen, also man kann sich schon im Businessbereich natürlich auf die Startseite bringen lassen. Aber es gab doch auch auf Twitch diese Funktion. An vielen Beispielen. Aber es gibt doch auch auf Twitch diese Funktion, diese eine Funktion.
Das war diese Boost-Geschichte. Ja, diese Boost-Geschichte. Ich weiß nicht, Fab, du als reicher Schweizer. Also da hättest du doch schon mal öfter aufs Knöpfchen drücken können. Ich verstehe. Ja, klar. Ja. Easy. Nein, aber das finde ich sind solche Sachen, die man einfach schon Twitch ans Herz legen kann, weil meines oder unseres Erachtens, Oaklers und meines Erachtens, denkt Twitch zu kurzfristig. Das ist so, ja. Twitch schaut nur auf die Großen, die momentan noch da sind in dem Ist-Zustand. Aber was ist in 10 Jahren? Was ist, wenn irgendwann in Monte und Eli wegbricht einfach so? Die haben so unfassbar viel wenn Zuschauer. 1 oder 2 wegbrechen, wird da nichts passieren. Sie verlassen sich auf die Cash-Cows, das ist richtig. Ja, ich sag jetzt mal, wenn Eli mit 50.000 Zuschauern wegbricht, oder gestern hatte er irgendwie 120.000 und Monte mit seinen stetigen 20.000, dann sind das schon mal so im Schnitt 70.000 Zuschauer, die dann einfach wegbrechen. Klar, die haben dann ihre Bubble, wo sie vielleicht noch hingehen können, aber es ist schon kritisch. Das sind 2 große Streamer weniger. So, und das macht schon für Twitch Deutschland sehr viel aus. Also ich glaube, dass das grundsätzliche Problem, was man einfach sehen muss, liegt nicht nur... Aber klar, ich glaube, wir hätten doch 2 Teile draus machen sollen, oder? In diesem Mikrokosmos Twitch, sondern liegt im gesamten Mediennutzung... Das ist schon arg lang geworden, das Ding. Verhalten der Nutzer. Also ein Nutzer hat ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung oder mehrere am Tag. Die kann er füllen. Und das ist seine Entscheidung, wie er die füllt. Füllt er die mit TikTok, füllt er die mit Instagram, füllt er die mit YouTube, füllt er die mit Fernsehen, füllt er die mit whatever. Und dann gibt's auch noch Twitch. Und dann gibt's vielleicht jetzt auch noch Kick. Und dann gibt's auch noch Join. Und dann gibt's noch irgendwas. Ja. Und dann gibt's noch Netflix. Und dann gibt's noch Disney. Das sind alles Konkurrenten. Es ist deutlich weniger geworden nach der Corona-Phase. Also das natürlich. Ist ja absolut Neues. Ne? Diese Corona-Bubble hat sich dahingehend entwickelt und ja, es ist extrem viel weniger geworden, weil die Leute im Prinzip TikTokisiert wurden, und einfach nur noch 30 bis 90 Sekunden Content überhaupt aushalten. Das sieht man ja manchmal auch. Bei deinen großen Kanälen würden mich die Statistiken sehr interessieren, wie viele Leute eigentlich im Channel sind. Das wisst ihr ja alle aus den Dashboards. Ja. Und wie viele Leute durchsappen und wie viele Leute eigentlich hängen bleiben und bei deinem Content bleiben. Wie lange die noch durchhalten. Ja. Aber ich will noch mal... Wie lange sie eigentlich präsent im Kanal bleiben und den Content genießen. Das heißt, manche Streamer, gerade im kleinen Bereich, binden ihre Leute so dermaßen gut. Das heißt, wenn sie einfach andere Mechanismen bekommen von der Plattform, wären sie wahrscheinlich auch in der Lage, entsprechend größere Zuschauerzahlen zu binden. Weil das merkt man bei den kleinen Kanälen, dass sie oft eine ganz andere Zuschauerbindung entwickeln. Das liegt natürlich auch daran, weil es viele Zuschauer gibt, gerade in dem Bereich, die halt nicht über 1K irgendwie ständig zuschauen, die sich explizit kleine Kanäle aussuchen. Deswegen hast du ja auch diesen Wechsel, diesen Wandel. Das habe ich zum Beispiel mit meinem Kanal sehr stark gemerkt. Sobald du diese kritische Marke von 40, 50 erreichst, ist das vielen von deinen Stammis, wie man sie vielleicht auch so nennen kann, wie viele Streamer sie auch nennen, die sind weg. Das heißt, wir sind eigentlich genau in der Phase, sind mir viele Leute, die ich kannte, im Chat alle weggebrochen. Ja, weil du keine Chefarztbehandlung mehr machen kannst. Ne? Das ist natürlich genau. Es kamen wahnsinnig viele neue dazu. Und das Wachstum war in gewissen Phasen, insbesondere in der Corona-Phase natürlich auch bei mir im Kanal, so extrem. Dann haben wir auch Content geliefert. Dann war die Chat-Aktivität gar nicht mehr so stark, aber die Zuschauerquote ging unfassbar nach oben, weil ich natürlich diesen Zuhör-Content angeboten habe. Call-In-Show, gute Gespräche. Da bin ich in Teilen kaum noch auf die Chat-Aktivität eingegangen. Und da hat sich dann die Zuschauerschaft aber auch dran gewöhnt. Die haben alle konsumiert. Also ich habe im Prinzip mir meine eigenen Lurker bei dem Content erzogen. Das ist jetzt mittlerweile wieder ein bisschen anders, weil ich den Call-In-Content halt nicht mehr biete. Aber es sind interessante Entwicklungen, die man immer wieder von Channel zu Channel sehr, sehr unterschiedlich betrachten muss. Und du kannst oft diese Channels miteinander nicht richtig vergleichen. Und ich bin zum Beispiel auch ein Streamer, das muss man auch dazu sagen, der einfach die Älteren bindet. Und die sind nach der Corona-Phase alle wieder mehr oder weniger in ihr Real Life gegangen. Die haben halt einfach ein bisschen mehr zu tun, als dann die 17- oder 18- oder 19-Jährigen, die dann bei rund um den Knossi-Kosmos oder Monte-Kosmos herum eiern. Ne? Das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Das muss man für sich irgendwann mal entscheiden. Will man das auch von der Altersstruktur her? Denkt man, das könnte besser werden und wie lange dauert das? Also insofern, das sind alles Punkte, die für so ein Wachstum und für eine Hilfestellung von Twitch sehr, sehr relevant sind.
und die Twitch einfach nicht leisten kann, personell. Ne? Also die werden eher noch Personal entlassen und das ist irgendwann der Kreislauf. Wenn du nicht in die Zukunft investierst, bist du irgendwann überfällig und eigentlich auch überflüssig. Und auf dem besten Wege ist in meinen Augen Twitch. Ne? Deswegen würde ich mir die Frage ungern stellen lassen, wo siehst du dich in 5 Jahren auf Twitch? Gar nicht. Ihr könnt ja gerne auch mal so den Aussagen etwas sagen, ne, im Chat. Also dann kann ich natürlich zwischendurch auch mal unterbrechen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen so die Schnauze gehalten, weil wir natürlich etwas durchkommen mussten. Ansonsten der Stream ja nicht viel länger als Mitternacht laufen sollte. Wir haben jetzt noch so knapp 39 Minuten, das passt dann schon. Jetzt kann ich auch wieder eine Phase nutzen, wo ich eventuell mehr unterbreche. Also der Chat darf natürlich sich auch beteiligen und hier auch einen Mehrwert für den Content erstellen. Wir wollen also nicht nur durchlaufen lassen und ich esse ein Salamibrötchen nebenbei und ein bisschen Käse obendrauf und ein paar Gurkenstücke, sondern natürlich können wir auch thematisch neben dem netten Geplänkel im Chat mal auf den Inhalt eingehen. Also wenn ihr gewissen Aussagen zustimmt oder nicht, dann schreibt das gerne rein. Als Antwort. Ja, die Frage ist, ob Twitch ja noch existiert. Aber ich komme noch mal zurück an meinen Ausgangspunkt. Ja, das hätte man auch noch sagen können. Ne? Ich komme noch mal zurück an meinen Ausgangspunkt. Man muss also das große Ganze sehen. Man muss sehen, das sind alles Medienplattformen, auf denen kann ich mich als Zuschauer oder als Medienkonsument aufhalten. Und da muss man sich dann die Frage stellen, wie will Twitch dort wettbewerbsfähig sein? Wenn Twitch nicht in seinen Content investiert, so wie es viele andere Plattformen tun, dann wird es für Twitch auf Dauer schwierig. Twitch wird dann einfach langweilig werden. Und da muss Twitch nachlegen. Die Hoffnung alleine darauf zu setzen, dass von anderen Plattformen große Player rüberkommen und sich jetzt auch noch bei Twitch ein zusätzliches Zuhause suchen, würde ich als viel zu risikoreich empfinden, wenn ich Twitch wäre. Ich würde wirklich mal gucken, gibt es auf meiner Plattform Talente, die ich fördern kann, die ich pushen kann, bevor sie nachher gehen, vielleicht zu einer anderen Plattform oder vielleicht sogar den Content ganz einstellen. Und dann einfach arrogant zu sagen, naja, wenn sie es nicht bis nach oben schaffen, dann werden sie auch nicht gut sein. Ich glaube, das ist viel zu ungerecht für viele gute, talentierte Streamer, die aus eigener Kraft es nicht schaffen können, weil die Plattform sie nicht fördert. Und das muss die Plattform tun. Solange die Plattform so weiter strukturiert bleibt, dass man weiß, die meisten Zuschauer werden die da unten, egal wie gut die sind, niemals sehen. Egal wie sehr die sich anstrengen. Und da breche ich jetzt mal eine Lanze für die ganzen kleinen Streamer, für die guten kleinen Streamer, die sich wirklich sonst was aufreißen, um ihrer Community, ihren Zuschauern gerecht zu werden. Für die ist das sehr schade und da könnte Twitch einiges tun. Und da muss Twitch definitiv investieren. Das ist ganz wichtig, damit die Plattform auch in Zukunft überhaupt noch eine Attraktivität hat. Und deswegen hat mich ja vorhin auch die Aussage von Fab so getriggert, weil es im Prinzip die Twitch-Denke ist. Also du hast da so leicht die Twitch-Denke verinnerlicht. Die kleinen Streamer haben ihre Zuschauer auch verdient und im Prinzip sah und sieht das sicherlich Twitch aktuell immer noch so. Sie merken es vielleicht irgendwann, aber sie haben dann einfach nicht das Personal, um das entsprechend auszuweiten. Weil es gibt einfach, soweit ich weiß, keine Scouting-Abteilung. Nein. Ja, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es so gegen die Kleinen ist. Man soll es vielleicht auch ein bisschen als Motivation sehen, sich eben nicht auf Twitch verlassen zu müssen, dass man diesen Wachstum, den man will, erfährt, sondern dass man dass man Wege finden muss, wie zum Beispiel jetzt du, Falke, mit deinem Formaten, die gut funktioniert haben, dass man die eigenen Wege finden muss. Niemals nur auf eine Plattform verlassen. Du musst wirklich auf das wollte ich eigentlich ursprünglich hinaus. Wenn du auf Twitch groß werden willst, dann darfst du Twitch nicht als Main-Plattform haben, weil wenn du den Stream anwirfst, jeden Tag 8 Stunden, dann Heidewitzka, viel Spaß in 5 Jahren mit 10 Zuschauern. Das ist ja auch das größte Problem. Ja, das ist so. Dass du dich also das war eigentlich die Grundaussage, die ich tätigen wollte. Ja, das ist so. Weil nur auf Twitch gesehen haben die Leute, die streamen, die haben ihre Zuschauerzahlen insofern verdient, weil sie dafür im Hintergrund viel, viel mehr gemacht haben. Entweder waren sie früher da, zum Beispiel Shroud, als es noch keine guten Spieler gab, oder wie jetzt Monte oder Kevin, die sind schon seit Ewigkeiten dabei. Oder Leute, die neu hinzukommen, die haben, keine Ahnung, die haben irgendwie über GTA-RP haben die einen Hype ausgelöst und können den jetzt umformen. Also man darf sich einfach nicht auf Twitch verlassen. Das ist das Problem bei Twitch. Ja, die Gunst der frühen Stunde, ich meine, da kommst du sowieso nicht mehr ran. Also Nein, niemals. Den kannst du überhaupt nicht aufholen. Ja, den erhoffen sich jetzt die meisten auf Kick.
Ja, die denken, wenn die da jetzt die Ersten sind und den Grundstein damit legen, müssen sie jetzt noch ein bisschen aushalten und dann kann ich der Monte sein auf Twitch, weil ich bin ja einer der Ersten, die da waren. Und glaubt ihr, das funktioniert? Nö. Nee. Natürlich auch. Alle sagen nee und also ich denke auch, dass Kick wahrscheinlich so ähnlich wie Mixer als Plattform irgendwann auch dann wieder verschwinden wird, aber wir lassen uns gerne eines Besseren belehren, aber sie machen im Prinzip so ähnliche Fehler wie Mixer damals. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Also da müssen wir auch noch mal einen neuen Podcast drüber machen. Wir haben ja schon einen gemacht. Ja. Den mochte man bei Kick, den mochte man bei Kick nicht so sehr. So. Ja, den mochte man bei Kick nicht so sehr. Ja, weil sich da einfach viel zu viele Leute drin wieder. Das ist eine interessante Aussage, ey, Chill. Gibt's die wirklich? Also hier in Deutschland natürlich gar nicht. Lokal kriegen sie es überhaupt nicht auf die Reihe. Wenn es das in den USA gibt, dann interessant. Michael Peter, guten Abend. Begleiten und flankieren ist okay. Werbung auf anderen Plattformen, aber lieber eins richtig machen und sich nicht verzetteln. Da ist was dran, Legacy. Also das ist schon die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass man einfach sagt, okay, man kommt irgendwann doch wieder zurück zu Twitch. Das macht halt mit vielen anderen Plattformen wenig Sinn, wenn man sich natürlich kaufen lässt für viele Millionen. Als großer Streamer ist das nochmal was anderes, aber das wird dann wieder so ein kurzes Gastspiel sein. Dann sind irgendwann die Millionen alle und die Zuschauer dann doch wieder zurück. So eine richtige Konkurrenz sehen wir aktuell noch nicht für Twitch, aber vielleicht kommt ja irgendwann noch ein anderer Player ins Spiel, auch über andere Verbreitungsformen, andere Abo-Modelle und Twitch macht halt so viel verkehrt. Ich bin da schon der Meinung, dass man Twitch den Thron auch schnell wieder rauben kann. Um das nochmal so ein bisschen zu konkretisieren, was ich hier im Podcast oft auch sage. Wiedergefunden haben, aber es ist natürlich so, das muss man wissen, mit kleinen Zuschauerquoten hast du natürlich auch wenig Zuschauer, wenig Leute, die dir zugucken. Und das ist natürlich auch schwierig. Und dann sind in fast jedem Stream Bots da drin. Und damit will ich nicht sagen, dass die Streamer sich die selber holen. In fast jedem Stream, in allen Streams. Nee, es gibt schon auch Streams auf Twitch. Da hast du 1 oder 2 Zuschauer. Auf Kick. Hey, Phil Karlsruhe, das ist natürlich eine sehr ausführliche Frage, die ihr gerne im Chat diskutieren könnt, aber das werden wir jetzt im Content nicht so besprechen. Auf Kick, genau. Da hast du auch 1 oder 2 Zuschauer. Das ist im Gaming-Bereich extrem gut. Da ist ja fast nur Gaming. Also wir reden jetzt von Kick Germany. Da ist ja auch fast nur Gaming. Und in Just Chatting findest du oft über den Tag verteilt kaum mal einen Streamer, der da drin ist, also im deutschsprachigen Bereich. Ist also ganz dünn. Und das ist natürlich schwierig. Und da müssen einfach viel mehr Streamer hin, damit diese Plattform auch attraktiv wird. Aber wie gesagt, das ist ein sehr großes Thema eigentlich, weil das hängt von vielen Faktoren ab. Und natürlich auch die Frage, die muss man sich erlauben, wie lange hält eine Plattform das durch, sehr viel Geld auszugeben und mehr als sie eingeplant haben, wenn man das ganze Geld, was reinkommt, direkt Beispiel erlebt. Ne? Genau, wir haben das Mixer, und wir reden da von einem Weltkonzern wie Microsoft, der über Nacht entschieden hat, kurz nachdem er noch große Einkäufe für gigantische Summen getätigt hat, einfach eine Nacht später entschieden hat, wir schalten jetzt den ganzen Bums ab. Die Australier werden noch ein bisschen Bitcoins verkaufen und dann können sie Kick noch 2 Jahre aufrechterhalten und ein paar Streamer kaufen und dann fällt die Blase wieder in sich zusammen. Ja, das müssen die auch. Twitch hat keine richtige Konkurrenz. Nein, Twitch hat keine Konkurrenz. Das ist das Problem. Ja. Ich würde es mir wünschen. Also ich bin wirklich auch pro Kick. Nicht, weil mir das gefällt, was da passiert. Darum geht's gar nicht. Ich bin wirklich pro Kick, weil die geben sich wirklich viel Mühe. Da sind auch wirklich tolle, nette Streamer sind darüber gewechselt. Das ist alles nett, aber es reicht halt nicht. Und ich weil wir alle wissen, dass Twitch einen Arschtritt braucht. Und zwar richtig fest. Darum mag ich Kick, weil sie Twitch mal dazu deswegen heißen die auch Kick. Die kicken den in den, ne? So, vielleicht heißt die deswegen. Das war die Intention. Ich weiß es nicht. Kann sein, ja. Kann schon sein, ja. Nein, wir brauchen das. Monopole sind nie gut. Nein. Und kick your Twitch ass. Ja. Kick your Twitch ass. Nein, Monopole sind nie gut. Neuer Slogan. Schreibt das mal unter dem Podcast. Kick your Twitch ass. Kick your Twitch. Ja. Ich erinnere mich noch daran, als der Falke mal in eine Podcast-Show kam, die wir mal gemacht haben, und dann mit dem Stream, und dann sagte er,
das ist viel zu lang. 1 Stunde, Leute. Die darf nicht länger als 15 Minuten sein. Ja. Und jetzt gucke ich auf die Uhr. Ja? 40 Minuten habe ich gesagt. 40 hast du gesagt. Komm, jetzt redest du dich raus. Jetzt redest du dich raus. 40 Nein, Minuten? Ich hab nicht von 15 Minuten gesprochen. Nein. Ich habe schon gedacht. Ja. Und wir können noch Stunden. Ne? Wir können noch Stunden. Ja, es ist so viel Reden. Wollen wir gleich 3 Folgen am Stück aufnehmen? Haben wir Oder gleich vorproduzieren? Ich habe es gesagt, warum haben wir nicht gleich 3 produziert, die wir nacheinander veröffentlicht hätten? Also vom Zeitaufwand her wäre das durchaus zu schaffen gewesen, oder? 40 Minuten, jeweils eine Folge und hätten wir es aufgeteilt in 3 Folgen. Material und Gesprächsthemen hatten wir genug eigentlich, Okla und Marco, oder? Also warum nicht 3 Folgen? Das nächste Mal machen wir 3 Folgen. Nächsten 10 Special-Folgen. Ja, das wär's. Aber das macht uns ja nicht aus. Wir stehen ja hier für Spontanität das und ist so. für, ihr wisst ja, so, immer dasselbe. Also, hier, dasselbe geschehen. Nein, aber es ist schon ein sehr, sehr großes Thema, über das man wirklich Stunden über Stunden reden kann. Am Ende muss man halt einfach festhalten, es ist schon für eine Minderheit an kleinen neuen Streamern unfair, auf Twitch nicht gefunden zu werden. Da kannst du machen, was du möchtest, Content liefern, was du möchtest. Und du wirst einfach nicht gesehen, weil es halt keinen Algorithmus gibt. Da ist es negativ. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, guckt man sich Twitch zum heutigen Standpunkt mal an. Okla und ich, wir sind ja nach wie vor auf Twitch unterwegs und gucken uns Ihr seid die unbezahlten Talentscouts für Twitch. Ja, das stimmt. Wir machen das ja eigentlich. Genau, so ungefähr. Wir übernehmen den Job, Ja, klar, das logisch. ist Charity. Wir übernehmen den Wir Job. machen das. Irgendjemand muss es ja machen. Nein, aber wir gucken uns ja vor allem in den Abendstunden so Primetime-mäßig, gucken wir uns da in Just Chatting um, was gibt's Neues und. Und man muss sagen, ja, okay, es ist momentan Sommer, viele sind unterwegs, viele sind draußen, aber was da geboten wird, ich will dazu mich eigentlich nicht äußern, weil alles, was ich sagen kann, eigentlich negativ nur sein kann. Da wird nur in den unteren Streams. Ja, das ist so wie Omme TV. Das ist so ein bisschen wie Omme TV. Man setzt sich einfach nur vor die Kamera und dann macht man technischen Content. Und da ist was dran, Gezeiten Records. Reichweite ist wirklich Fleißarbeit. Also zumindest für die sozusagen mit ehrlichen Mitteln arbeiten, die dann eine Abkürzung suchen, aus welchen Gründen auch immer und mit welcher Unterstützung auch immer, die haben es dann schon ein bisschen leichter. Also oft ist Reichweite auch sehr ungerecht. Ne? Fleißarbeit ja, und es gibt auch den einen oder anderen, der letztendlich eine gewisse Reichweite aufgebaut hat, aber irgendwo ist es dann endlich. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Und das war's. Ja. Und ich glaube, das Problem ist dann, wenn natürlich neue Leute kommen, die sehen das so als Benchmark und sagen, ja gut, also die sitzen da einfach nur rum, dann sitze ich ja auch einfach nur rum. Das kann ich auch. Und das ist ja das, was viele sagen, ich zock ja da mache ich. Ich sitze ja auch das allererste Mal rum, ne? Fange schon an, mich zu langweilen. Und mein Live-Redeanteil wird dann auch wieder etwas mehr. Jetzt haben wir so ein bisschen Zeit, also Mitternacht sollten wir halbwegs schaffen. Ne? Ich auch Kamera an, ob ich dann und dann bemerken die halt nicht, wenn eine halbe Stunde lang reden die 3 Stunden. Und das meine ich nicht inhaltlich, dass ich mich langweile, also sonst würde ich den Content so in der Form ja nicht machen. Der Podcast ist unfassbar gut geworden, muss man ganz ehrlich zu sagen. Aber ich kenne ihn natürlich schon, weil ich auch dabei war live und ihn auch in Teilen dann schon zum Ende hin gehört habe. Das macht es natürlich schwieriger als Reaction auf Content, den man schon kennt. Ne? Ich habe recht, ich sehe auch viele Newsstreamer, die mit einer großen Reichweite nicht umgehen können. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Im Prinzip musst du auch diese Lehrjahre, von denen du gesprochen hast, vollkommen richtig, dafür nutzen, um den richtigen Umgang mit dem Chat zu lernen und auch ein entsprechendes Mod-Team, dazu gehörst du nun ja auch hier, Bernd Gezeiten Records, aufzubauen. Weil ein Streamer ist nur so gut wie sein Mod-Team. Nochmals Mods loben hier auch im Content. Dankeschön, dass Gezeiten Records da ist, denn ansonsten ist von meinem Mod-Team kaum jemand da. Oh, Telly ist noch da.
Vielen Dank für euch beide in der Unterstützung, denn wir haben ja lange pausiert. Es war also nicht ganz so einfach, dass natürlich dann auch entsprechend Mods heute Abend da sind. Stunden nicht. Ja, genau. Die bemerken auch niemand in der Chatbox. Ja. Exakt, ganz genau. Ja, oder sie reden nur, wenn sie im System das halt ist auch sehen, das, was ich mit meiner Aussage tätigen wollte. Ja. So, man muss reflektieren, habe ich mehr Viewer verdient mit dem, was ich mache? Oder eben halt, wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann doch vielleicht eher weniger. Ja, naja, ich meine, ohne eine Fremdbeurteilung würde ja jeder von sich behaupten, ja gut, ein Monte oder wie sie alle heißen, machen ja dasselbe, die zocken auch. Apropos Beurteilung, wo es gerade Marco sagt, die meisten Streamer, die leider so scheitern, die schauen sich ihren eigenen Content gar nicht an. Ja, weil sie selber gar nicht ertragen können. Ja, weil es zu langweilig ist. Wenn sie schon selber ihren Content, wenn sie schon selber ihren Content nicht ertragen können, warum soll es dann irgendein zufällig reinkommender Zuschauer ertragen? Ja, natürlich. Und das ist ja das große Problem. Die gucken sich das einfach von den Großen ab, die schon ihr Ziel eigentlich erreicht haben, eine Marke zu sein. Die können sich das erlauben. Ein Monte, der hier eine Stunde ein HDMI-Kabel anschließt oder so, das schauen sich 20.000 Zuschauer an. Aber oder eine Stunde sein Salat isst und aber das guckt sich kein anderer an. Oder auch eine Reaction zum Beispiel. Montes Meinung ist einfach bei sehr vielen Leuten gefragt, weil er Fans hat. Weil er einfach die Reichweite hat. Weil seine Meinung was bewirkt, beziehungsweise er polarisiert. Er polarisiert. Genau. Ja. Und entweder hassen ihn, das ist das typische Prinzip, auch bei Radioleuten, hier Howard Stern in den USA, 50% der Zuschauer schauen zu, weil sie ihn lieben. Nee, andersrum. 30% der Zuschauer schauen Howard Stern, weil sie ihn lieben. 70% schauen zu und hören ihn im Radio, weil das ist irgendwie, glaube ich, so eine kombinierte Broadcasting-Show, auch mit Video wieder, weil sie ihn hassen und weil sie hören wollen, was er denn als nächstes Schlimmes sagt, worüber sie sich dann die nächste Woche aufregen können. Und das ist dann ihre Unterhaltung und die Steigerung des Blutdrucks und sie brauchen die Medikamente. Die Apotheken leben noch davon. Also Howard Stern ist eigentlich genau das, was letztendlich die Sache ausmacht und deswegen erklärt es natürlich auch viele Phänomene auf Twitch. Nicht nur die, wo Mädels schick aussehen, sondern auch Leute, die polarisieren, die was im Kopf haben, die Inhalte liefern und eigene Inhalte. Wenn man reactet und man liefert einen extrem starken Mehrwert, weil man einfach noch intelligenter ist als die Doku, die man gerade schaut, dann funktioniert das auch. Da gibt es auch einige Beispiele, die ich gesehen habe. Ja, und wenn man dann nur Sitz- und Stöhngeräusche abgibt, dann reicht das halt nicht, ne? Da rede ich sogar in Teilen Legacy von einem Monte, ja. Ich bin sicher, wenn man mal die Statistiken so ein bisschen weiter aufdröseln würde, dass bei einem Monte vermutlich der Anteil höher ist der Leute, die ihn nicht mögen, die ihn hassen, die ihn aber genau deswegen schauen. Also dieses Polarisieren ist natürlich ein wichtiger Punkt, klar, keine Frage, der eine oder andere kann das besser. Ich persönlich hatte immer keinen Bock, weil ich auch Spaß haben wollte natürlich beim Streamen auf diese Beef-Geschichten, aber absolut interessantes Thema. Dynamic, guten Abend. Ja, schön dich zu sehen. Wir sind leider schon halbwegs durch mit dem Content, also es läuft noch so 26 Minuten, also du hast noch ein bisschen Zeit. Wir sind auch gerade in einer sehr interessanten Phase. Und das volle Video der Reaction auf den eigenen Content, wie alles auch reingeschrieben in den Chat, zusammen mit Oklahoma White, Fantastic, Marco Fabsect und mir, gibt's dann aber auch in diesem Reaction-Video, was heute hier gelaufen ist im Stream, auf meinem YouTube-Kanal. Hater sind immer die größten Fans. Hater sind auch die Unterstützer letztendlich, die im Prinzip dann auch für die Salami auf dem Wurstbrot sorgen und die Butter obendrauf. Aber die Frage ist halt, zu welchem Preis man sich dann diese Reichweite gönnen möchte. Ich persönlich habe für mich entschieden, dass ich eigentlich keinen Bock auf so eine Reichweite habe, dass ich lieber eine homogene, aber dafür kleinere Zielgruppe habe, die sich vielleicht langsam und nachhaltig aufbaut. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und in Teilen bekommt man natürlich ab einem gewissen Alter möglicherweise auch nicht mehr so richtig die ganz Jungen, weil man deren Welten nicht unbedingt verstehen kann, ja. Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den man nachdenken muss. Und ich glaube sogar, dass auch wenn Hater gebannt werden, das in Teilen für manche Streamer, das kommt sehr auf den Channel an, durchaus sogar noch von Vorteil ist. Also, weil sie sich einfach andere Accounts machen und dann darüber schauen. Also letztendlich dann wieder als Viewer für die Reichweite sorgen, für
das, was der Streamer letztendlich vermarkten kann, weil die meisten Streamer verdienen ja eigentlich gar nicht über die Affiliate-Geschichten bei Twitch, sondern sie verdienen eigentlich über die Kooperation, über die Firmen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und deswegen müssen sie auch dafür sorgen, dass der Hate möglicherweise im Chat nicht so offen dargestellt wird. Das ist halt auch sehr, sehr schwierig von der Vermarktung her. Guckt euch mal große Streamer an, wie die das machen und warum sie auch das Mod-Team haben. Nicht nur, weil es gesellschaftlich auch immer relativ schwierig ist. Aber ich glaube eben, Marco, du hast was ganz Entscheidendes gesagt. Wir reden hier die ganze Zeit, seit über einer Stunde, immer von Zuschauern. Und man muss aber über das Wichtigste reden, nämlich über das Next Level. Denn die Aufgabe, die ja jeder Streamer hat, ist aus einem Zuschauer ein Fan zu machen. Genau. Ja? Schön gesagt. So, und das ist der Punkt. Und das sind die Zuschauer, die Großen haben. Weil sie Marken sind, haben sie Fans. Genau. Und das heißt, für die ist es total interessant, wenn Monte 30 Minuten lang Gurkensalat isst. Hingegen aber das wahrscheinlich bei Marco oder bei Fab oder bei Dia Falke jetzt nicht so unterhaltsam ist und die Leute würden abschalten. Die schalten deswegen ab, weil es nämlich nur Zuschauer sind und weil es keine Fans sind. Und das ist auch der Grund, warum diese hungrigen Hugo-Videos und alles so gut funktionieren, wo ich immer sage, jetzt nehmt einfach mal dieses Element, was ihr gerade seht, wo ihr euch wahnsinnig drüber amüsiert, also wie jemand beispielsweise ein Eis verschlabbert. So. Und alle feiern das. Boah, guck mal, wie witzig, der schlabbert mit dem Eis. Ja. So, jetzt tauscht die Figur mit irgendeiner belanglosen Figur oder vielleicht mit einem Streamer, der zart zweistellig ist. Findet keiner interessant, findet keiner spektakulär, ja. Wenn der über eine Straße geht, dann ist das nichts Besonderes. Wenn aber der große Streamer über die Straße geht, dann finden das alle fantastisch und alle müssen das sehen und alle sagen, boah, hast du das geklippt? Ja. Wow, der hat gerade einen Kaffeebecher in die Hand genommen. Boah, hast du das geklippt? Ja, also das ist ja unvorstellbar und das ist der entscheidende Punkt. Ein Fan findet das toll. Exakt. Man möchte ja auf dem Schulhof über Leute gemeinsam reden, die man kennt, die man gemeinsam schaut. Deswegen bilden sich ja diese entsprechenden Klicken. Und gerade bei den Streamern, die extrem jungen Zuschauer haben, funktioniert das dann auch im Real Life auf dem Schulhof. Hast du gestern, also es ist wie früher bei uns Fernsehen, wo wir Dallas geschaut haben oder so. Oder Denver Clan, haben wir uns dann am nächsten Tag auf dem Schulhof. Ich wollte gerade sagen, vergiss den Denver Clan nicht. Habe ich direkt danach gesagt. Es gab aber noch Falcon Crest. Das Alter. Es gab noch Falcon Crest. Ja. Die hatten kein Öl, die hatten Wein. Aber also ich meine, eure Hörer müssen, glaube ich, googeln, Denver Clan. Falcon Crest, hör mal, das hätte eine Moderationsbrücke sein können. Falcon Crest. Das habe ich jetzt überhört. Wow. Ich habe das einfach mal direkt ignoriert und überhört. Falcon Crest, ja. Nein, aber Fab, du hast eben was Wichtiges gesagt. Falcon Quest oder Falcon Challenge, ne? Wir machen schon was draus. Und genau so ist es. In der Tat, liebe Leute, DJ Ralle kommt nochmal persönlich auch von mir Hallo gesagt. Ja, wir sind mittendrin hier im Reaction-Content auf den eigenen Content, der entstanden ist mit Oklahoma White, Fab sagt Fantastic Marco und mir selber. Es ist sehr ungewohnt, einen eigenen Content, also einen eigenen Podcast zu reacten und ich glaube auch für den einen oder anderen Zuschauer schwer zu unterscheiden, wann redet der Falke live und wann ist er quatschenderweise im Podcast zu hören. Voyeurismus, leider auch eine Art Unterhaltung. Ja, ich meine, was sind denn IRL-Streams? Also eine klassische Form von Voyeurismus. Wann werden IRL-Streams, denk mal bitte über sowas nach. Wann werden IRL-Streams besonders interessant? Wenn andere Menschen zu sehen sind, wie sie reagieren auf Streamer im Real Life, weil es eine ungewohnte Situation ist, weil man vielleicht auch aus welchen Gründen auch immer gerade nicht in der Kamera gesehen werden will, weil man mit irgendeiner Frau fremd geht und dementsprechend dann ausflippt, weil dass ja irgendjemand im Internet bei 20.000 Zuschauern, die Monte hat oder wer auch immer, irgendjemanden stecken könnte. Also es gibt ja so viele Gründe. Und dementsprechend ist IRL-Content zwar der unterhaltsamste, aber für den Streamer letztendlich auch der gefährlichste. Ja, je höher dann letztendlich auch die Zuschauerquote. IRL-Streams gucke ich auch sehr gerne. Aber es ist halt einfach so unfassbar unberechenbar, dass man schon auch eine gewisse rohe Seite in sich haben muss, um so einen Content zu realisieren und auch eine sehr abgeklärte Seite. Sieht man bei einigen auch der größeren Streamer, die das nur machen, die sozusagen deren Channels nur aus dem IRL-Bereich stammen. Also insofern
Was sagt Radio Hot Rod? Sehe aus wie ein Italiener in den 50er Jahren, das reicht auch schon mit einem Wagen mit Betonhandel vorzufahren. Ja, vielleicht solltest du auch mal über IRL-Content nachdenken. Ich glaube, du hast auch die Statue und die Art und Weise, Radio Hot Rod, um im IRL eventuell auch so richtig groß zu werden. Du findest IRL-Streams schrecklich, Aftershow Music. Dann erzähl mal bitte, warum. Ausnahmsweise. Nein, du hast ja deine Aussage verteidigt, und zwar mit etwas, was wirklich leider wahr ist. Man darf sich nicht auf die Plattform verlassen, egal welche es ist, egal wie die sich wandelt. Ihr seid alle als Content Creator selber für euren Content verantwortlich. Ihr müsst schon selber gucken, dass ihr klarkommt. Ihr dürft nicht darauf hoffen, dass irgendetwas anders von extern passiert. Und das betrifft nicht nur die Plattform, sondern das betrifft auch alles andere. Wie viele Streamer verbringen Jahre damit, im einstelligen Bereich da zu sitzen, weil sie sagen, naja, Streaming ist wie ein Glücksspiel, ich warte nur auf den Großen, der mich entdeckt. Und dann sage ich immer, okay. Wenn Monte mich raidet, dann werde ich dann werde ich einmal raid von Gronk oder Monte. Ja, genau. Aber dazu sage ich natürlich, man muss es anders machen. Monte, bitte raide mich nicht. Dann hast du irgendwie 10 Leute, die bei Monte reinschreiben. Also wenn du dann, wenn sich das irgendwann aufbauscht, hast du 100 Leute, die bei Monte reinschreiben, raide den Nachtfalk nicht. Der will nicht von dir geradet werden. Der findet deinen Content schrecklich. Dann kommt Monte bestimmt irgendwann. Also so muss man eventuell in Teilen auch denken. Wenn Falke IRL macht, braucht er anschließend neue Handys. Ja. Das ist jetzt so ein kleiner Insider-Legacy. Also IRL-Streams kommen mich teuer zu stehen. Ich darf dann irgendwie nur mit ganz günstiger Technik arbeiten, die mir versicherungstechnisch Oklahoma-wide dann auch zumindest die Versicherung bezahlt oder so. Eckart, Profis, Moinsen. Eckart, grüße dich. Ich habe letztens auch mit einem Streamer darüber gesprochen. Der sagte auch, also der ist irgendwie 3-4 Jahre auf der Plattform, ist einstellig. Und er sagt, das ist ja. Auch keine schlechte Idee. 7 Twitch-Streamer über 10.000 müssten ihren Rodecaster Pro einstellen und gegen meinen Sound bestehen. Das wird schwierig, denn ich habe ja nicht nur den Rodecaster Sound, sondern dahinter passiert ja auch noch was. Und das kriegt kein Streamer, es sei denn, er bezahlt. Er bezahlt richtig. Ja, und dann kriegt das nur eingerichtet, aber er kann es nie selber wieder reaktivieren. Man muss sozusagen seine Geschäftsgeheimnisse ja für sich behalten, oder? Alles nur Glück und so. Und er wartet auf den großen Moment, entdeckt zu werden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, gut, verstehe ich. Also du wartest jetzt darauf, entdeckt zu werden. Also ja, Montes Energy-Jauche zerreißen. Aber er wird mich nicht wahrnehmen, ja. 3 Jahre am Stream und dann einstellig. Wie geht das? DJ Rade kommt, ja, der ein oder andere hat das schon. Das wirst du schon erleben, musst du mal fragen. Ich mache alles mit Werkseinstellung. Oklahoma-weit, genau. Ja. Communities sind sehr, sehr unterschiedlich. Als Mod-Opfer eines Raid mit 8000 Leuten von Gronk haben wir tolle Community, unglaubliche Erfahrung. Ja. Wenn Monte kommt, bist du genau für einen Abend der Geilste. 1 oder mehrere Streamer weiter bist du wieder genau bei deinen Fans. Das sowieso. Diese Riesen-Raids sind absolut nicht nachhaltig. Viel, viel relevanter ist es selber zu raiden. Aber das kapieren ja die meisten Streamer nicht. Okay, was ist jetzt hier so entdeckungswürdig an dir? Was kannst du denn? Das finde ich auch immer sehr, sehr suspekt, ehrlich gesagt. Wenn ich Streamer raide, weil ich sie cool finde und dann irgendwann mal durch Zufall mitbekomme am Ende des Streams, dass die ihre Streams immer ausmachen. Also es ist ja an Perversität kaum noch zu unterbinden. Ja, da macht irgendjemand was falsch, ja. Wie gesagt, schau mal sonst das gesamte Video dann auf YouTube. Das war am Anfang unter anderem sehr, sehr ausführlich, das Thema. Mal lieber DJ Rade kommt. Das ist halt auf Twitch immer der Punkt, dass man natürlich einfach mittendrin reinkommt in den Content. Besonderes. Ihm ist da nichts eingefallen. Genau, also ihm ist da nicht viel eingefallen, was er besonders kann. Sagte ich, okay, gut, also jetzt lassen wir das mal weg. Du kannst also nicht viel, jetzt wirst du trotzdem entdeckt. Was soll denn jetzt dein Entdecker mit dir machen? Also soll der jetzt sagen, ja, du bist so langweilig, das muss dich unbedingt entdecken und das mache ich jetzt groß. Ja? Du bist so normal, dass wir dich jetzt als Normalo... Du bist so Standard, genau. Du bist, du hältst dich so gekonnt unterm Radar. Das finde ich so toll. Das muss jetzt gefördert werden. Also RTL 2 wird das Format zu lieben, ja. Ja, weiß ich nicht. Auch die haben Anspruch, das zusammen, was ich vorhin sagen wollte. Das ist alles so das, was ich eigentlich mit meiner Aussage, ich bin der Meinung, jeder verdient plus minus
die Zuschauer, die er at the moment hat, sagen wollte. Das war so ein bisschen die Richtung, die ich damit einschlagen wollte. Doch. Du verdienst mehr. Nein, schau mal. Nee, aber ich mache nicht genug dafür, dass ich du machst schon mehr. Du machst schon mehr als die meisten anderen. Also jetzt sage ich mal ein provokantes Gedankenspiel. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir nehmen deinen Content, du hast deine 30 Zuschauer im Schnitt. Und ich setze die für 2 Stunden auf die Startseite. Und zwar ganz weit vorne. Und dann hast du mit dem gleichen Content 2000 Zuschauer. Ist alles nur eine Frage. Aber wie ist denn dann deine Antwort, Fab? Würdest du dann sagen, die habe ich jetzt mehr verdient? Nein, hast du nicht mehr verdient, weil du machst immer noch den gleilichen Content. Du bist immer noch der gleiche Fab. Aber die Frage ist, was passiert, wenn ich von der Startseite runter bin? Wenn ich dann nicht mehr auf der Startseite bin, aber dann heißt es doch nicht, dass du sie dann nicht mehr verdient hast. Habe ich dann wieder die 2K verdient? Das ist das, was ich damit... ist sowieso Verarschung. Startseite ist klar. Organisiertes, erlaubtes Twitch-Botting. Das bringt den meisten Streamern nichts, wenn sie keinen Content bieten. Also Falke, du wolltest noch was anreißen vorhin. Die einzigen Streamer, die davon ein bisschen profitieren, sind die wirklich Content bieten. Also wenn Okla so von dir schwärmt, dann bist du vielleicht jemand, der Content bietet. Dann nimm doch mal ein paar 1000 Euro in die Hand, macht hier den Business-Kontakt und packt Fab irgendwie 2 Stunden auf die Startseite. Du wirst aber damit leben müssen, dass du natürlich dann von den Statistiken her ganz schnell wieder abflachst. Aber vielleicht bleiben ein paar Leute übrig. Aber viele bewerten das über, in meinen Augen. Also Startseite, du hast irgendwie offiziell 4000 Zuschauer und im Normalfall hast du 20, 30. Davon bleiben dann möglicherweise nochmal 20, 30 übrig. Du hast dann für einen Monat hast du dann 60 Zuschauer und deine Statistiken zeigen alle nach unten. Im Algorithmus wirst du nicht empfohlen. Das heißt, Twitch wird genau das machen, was passiert, wenn sie merken, die Attraktivität der Streamer ebbt ab. Also der Algorithmus ist genau so programmiert. Deswegen ist die Startseite im Prinzip dein eigenes Todesurteil in Bezug auf Wachstum für die Folgemonate. Du hast zwar da plötzlich eigentlich ein Riesen-Wachstum, du hast so einen richtigen Peak, musst auf Twitch-Tracker gucken. Also man kann bei jedem Streamer, sieht man sofort, der hatte Startseite. Ne? Oder der hat einen Big Rate. Oder einen Big Rate. Wenn du 2, 3 Wochen, 4 Wochen maximal Startseite hast, das bringt gar nichts. Es gab mal eine Streamerin, die von Twitch irgendwie bevorzugt wurde, die hatte 3 Monate Startseite, das hält dann so 1 bis 2 Monate an und dann geht's wieder runter, weil sie dann nicht mehr den Level hält. Mir schwebt da gerade eine vor, die ich genau aus der Zeit kenne, in den 3 Jahren. Wir sagen hier keine Namen, aber da war es genau so. Die hatte dann eine Zeit lang 200, 300 Zuschauer, hat schon gedacht, wow, Wahnsinn. Durch die Twitch-Tracker Startseite wurde sie sogar in den Medien als die erfolgreichste Streamerin, bla bla bla. Der eine oder andere kann sich das denken. Wenn ich jetzt meine, sagt aber keine Namen. Und letztendlich die Realität hat bewiesen, dass sie wieder auf ihr normales Level runter ist. Weil wenn ich selber dann zum Beispiel in den Content reinschaue, dann macht sie halt einfach nichts Besonderes. Ja, sie macht schon ein bisschen so liefern, Content. Ne? Also nur Startseite, genau das, natürlich klar. Du musst, nein, da sind wir uns ja einig. Also die jetzt da einfach nur sitzen, also ich sag ja deswegen auch dein Content, weil du machst ja einen tollen Content. Aber jetzt seid doch mal ganz kurz ehrlich, wo wir hier natürlich auch reacten auf den Content. Jetzt seid doch mal ehrlich, wie sehr seid ihr beeindruckt von Startseitenzahlen? Weil ihr vielleicht gar nicht, und gerade am Anfang, als ihr angefangen habt, ihr als Zuschauer auch auf Twitch, weil ihr gar nicht gerafft habt, dass diese Startseitenzahlen halt passiert sind, weil ihr nicht gemerkt habt, der ist in der Startseite, diese Streamer hat vielleicht ganz normale Chat-Aktivität, aber plötzlich so viel mehr Zuschauer. Ich meine, wem fällt so eine Diskrepanz oder viel so eine Diskrepanz letztendlich dann meistens auf? Also ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das letztendlich zu kapieren und dass im Prinzip Startseiten-Slots gar nicht so gut sind für deinen Kanal, schon gar nicht für den Algorithmus und für die Bewertung, die interne Bewertung von Twitch-Seite. Und was da letztendlich bei übrig bleibt, das hängt unfassbar davon ab, welchen Content du und wie gut dieser Content ist, den du auf der Startseite lieferst. Wenn du da keinen Content lieferst, wenn du nichts wirklich Besonderes machst, dann bringt dir die Startseite gar nichts. Im Gegenteil. Die klaut dir im Prinzip auch noch jegliche Pluspunkte, die du sonst von der App hast, weil du vielleicht viele gewisse Dinge irgendwie automatisch machst. Und ich bin sicher, es gibt auch eine Korrelation zwischen Chat-Aktivität und
immensen hohen Zuschauerzahlen, was man ja auch bei manchen Streamern, die mit sowas sogar arbeiten und dann letztendlich regulären Content-Creatern irgendwie die Zahlen stehlen, wo dann plötzlich sie weiter oben halt auch in der Kategorie angezeigt werden, 300 Zuschauer haben und es schreiben genau 2 Leute. Und wenn du dir mal so ein bisschen das auch in Chatty anguckst, dann siehst du halt irgendwie auch Accounts und Nicht-Accounts. Und das ist irgendwie auch oft ein Zeichen für irgendwelche Bot-Geschichten. Aber Twitch-Startseite ist halt nichts weiter als erlaubtes, von der Plattform letztendlich auch unterstütztes Viewer-Botting, was im Prinzip dir überhaupt nichts bringt. Deswegen ist so diese Bewerbung von Partnern auf Startseiten-Slots oft halt auch einfach für ein Ass. So muss man es leider sagen, so. Und du schaffst es ja auch. Ich kenne den nicht, ich muss ja mal reinschauen. Du musst ihn ja angucken. Ja, also es ist ja so, und das ist ja, ich sage das ja nicht zu vielen Gaming-Streamern, das wisst ihr ja, weil ich ja fast only just chatting bin. Er ist halt von seiner Persönlichkeit her sehr unterhaltend. Wir mögen ihn halt. Das ist der Punkt. Ich hatte das auch für den Heiligen Gral gehalten, bis ich irgendwann verstanden habe, dass es im Prinzip das Gegenteil der Fall ist bei Startseiten. Streamer fragen ja natürlich Eckhardt, aber manche Zuschauer sind ja auch Streamer hier. Also insofern habe heute eine Aussage gehört, wenn ich mit meinem Stream nur einen Zuschauer ein wenig ablenke von seinem Alltag zu schenken, ist mein Stream erfolgreich oder so ähnlich. Das ist ja so eine gefühlte, so ein gefühlter Erfolg, oder, Telly? Startseiten sind Partner vorbehalten, das ist klar. Wer kein Content liefert, hat ja trotz Startseite nur 200 Leute, wo du das eigentlich 5K erwartest. Nicht ganz. Ich sehe es zum Beispiel auch bei diesen ARD-Streams aktuell. Da sind dann gefühlt vielleicht durch die Startseite noch 50 Leute mehr. Ein paar schreiben in den Chat rein. Trotzdem haben sie dann irgendwie 1000 Zuschauer und manchmal ist der Content gut, manchmal nicht so. Aber kann man nicht so pauschal sagen, ehrlich gesagt. Startseite mit 200 Leuten, wenn du wirklich auf dem ersten Startseiten-Slot bist, habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Von seiner persönlichen Art her, so wie er ist charismatisch, er ist cool drauf. Ja. Man kann ihn verstehen als Schweizer. Deswegen hat er mehr verdient. Stimmt, von der Geschichte habe ich auch gehört, Gezeitenrekords. Aber ich glaube, da werden erst aktuell nur so inaktive Bots oder so gelöscht, die du schon bei Commander Root Tools sehen kannst. Also bei größeren Streamern wird das sicherlich stärker der Fall sein oder bei Streamern, die nicht so wie ich beispielsweise immer Bot-Attacks rausgelöscht haben. Also ich habe irgendwie alles, was in irgendeiner Form nach Bots aussah, sofort wieder gelöscht. Das sieht man auch bei Twitch-Tracker, kann man genau sehen. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich 15.000 Follower und würde dann wieder runterfallen auf 4.000 oder so. Also das ist, glaube ich, nur bei Streamern relevant, die halt einfach nichts drauf gegeben haben und das haben laufen lassen und dementsprechend einfach irgendwie ihre Viewer-Bot-Attacks einfach noch nicht korrigiert haben. Das war mir immer sehr, sehr wichtig, dass es echte, ehrliche Follower sind sozusagen, die aber dann im Laufe der Jahre, das muss man auch dazu sagen, auch wenn es echte Follower sind, natürlich immer weniger werden und dann nicht mehr aktive Zuschauer. Ja, und er setzt ihm. Man muss alles löschen und bringt nichts. Also ich lasse das nicht meine Mods machen, das mache ich sogar selber, die gerade kommt. Das Gameplay oder das Spiel in den Hintergrund. Nicht über den Zuschauer. Ja. Der Zuschauer ist ihm immer noch wichtiger und das ist ein sehr entscheidender Faktor bei sehr vielen Streamern. Ich werde es nie vergessen. Liebe Kinder, hört genau zu, was der Okler gerade sagt. Liebe Twitch-Kinder, hört genau zu. Aufschreiben, mitschreiben, ja. Setzt die Zuschauer über euren Content. Nicht das Spiel ist wichtig, der Zuschauer, weil sonst braucht ihr auch nicht streamen, sonst könnt ihr auch alleine im Kinderzimmer spielen. Genau, sonst muss man nicht OBS anwerfen. Ich hatte meinen Magic Moment gehabt, was das betrifft, also wirklich, das war die absolute Endstufe. Marco weiß genau, wovon ich rede, ich nenne natürlich keine Namen. Wir haben mal einen Raid gemacht, vielleicht war sogar einer von euch beiden mit dabei. Wir haben einen Raid gemacht, wir hatten sehr viele Zuschauer gehabt, wirklich sehr viele Zuschauer und wir gingen dann rüber zu einem Streamer, der hat gezockt und der war einstellig und der saß da und es kam also nun dieser Raid, ja, der kam rein und er war gerade in RP und dann sagte er, hallo, ja, danke für den Raid, sorry, ich kann mich im Moment nicht um euch kümmern, ich bin hier gerade beschäftigt.
Ja? Oh Mann. So, und da rummst du da rein, ja, mit richtig vielen Zuschauern. Du machst das Ding richtig groß und das hätte sein Moment sein können. Mit einer fantastischen Stimmung. Ja, mit einer super Stimmung. Also die Leute sind ja bei uns immer stimmungsgeladen, wenn die aus unserem Stream kommen, ja. Wir spielen gerade Karten in GTA Roleplay. Ich kann mich um euch gerade nicht kümmern. Hier passieren so wichtige Dinge, weißt du. Es passierte im Roleplay, gar nichts. Auch gar nichts. Der hatte irgendwie gerade ein Gespräch mit anderen 2 Leuten oder eine Diskussion irgendwie, ich weiß es nicht, also irgendeine ganz trockene juristische Sache haben sie da halt nachgespielt oder irgendwie gemacht und dann kommen wir da rein, alle sind gehypt und er kann die Leute nicht mal begrüßen, weil er so beschäftigt ist und Chance verpasst, klar. Und uns war das sehr unangenehm, denn es ist ja wirklich so, unsere Community, unsere Zuschauer bedeuten uns sehr viel. Wir versuchen immer zu raiden, aber immer nur zu Leuten, wo wir genau wissen, da wird jetzt genau das auch abgerufen, was für die Leute schön ist und das matcht und das ist wirklich gut. Und das aber ist das Wertvollste, was wir haben. Macht ja jeder mal. Ja, klar. Diese Rate-Fehler macht ja jeder mal. Ja, ich habe das auch mal gehabt. Ich habe das auch mal gehabt und deine Community fragt dich dann natürlich auch. Ich habe zu einer Streamerin geradet, die ich eigentlich anders in Erinnerung hatte und aber lange nicht mehr da war und so weiter. Und da habe ich dann irgendwie auch Call-In-Show 100, 150, also durchaus schon eine ordentliche Zahl. Sie hatte, glaube ich, 30, 40. Ich sage übrigens auch immer, ich mag es überhaupt nicht, wenn Streamer mich begrüßen bei einem Raid und sagen, hey Nachtfalke, schön dich zu sehen mit deinen 12 People oder schön dich zu sehen mit deinen 150 Leuten, hey geil. Versuch das nicht zu counten, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber das Schlimmste an dem Raid war, dass ich gedacht habe, die macht nur Just Chatting, redet so über normale Dinge. Und dann später in den Folgestreams sagen mir einige aus meiner Community, die hat da wirklich so über Sadomaso und irgendwelche Sexpraktiken und sonst was. Also so richtig Twitch irgendwie. Du musst mal einen Raid zu einer Pool-Streamerin machen. Das würde ich für so aus Versehen, ja? So aus Versehen, du gehst mal so in so eine. Ja? Das wär's. Ja. Also die Falke-Community direkt straight, ja, to Pool-Streamerin. Das wär's. Ich würde das feiern. Vielleicht machen wir das irgendwann spaßeshalber mal. Aber das war schon eine grundlegende Erfahrung, wo ich gedacht habe, okay, ich kann im Prinzip nur Leute, die ich schon länger kenne, raiden, wo ich genau weiß, da wird die Community gut aufgenommen. Weil je mehr du dann rüber schickst, desto schlimmer wird es natürlich. So machen sich auch Leute mit Raids, okay, ich beginne den Satz nochmal, ich war gerade irgendwie, so machen sich auch die Streamer die Raids kaputt und verscheuchen so die Leute, weil das ist... Schlägst du gerade ein Eis oder was machst du da? Ich? Das Geburtstagseis. Ich sehe dich ja nicht, aber weil du sagst, du warst gerade woanders. Vielleicht schlägst du ja gerade ein Eis, vielleicht machst du gerade auch den Content. Was für ein Eis ist das denn, Marco? Ach, ich habe hier leider habe ich hier kein Eis da. Ich hätte gern Nougat, ja, Schokolade. Wieso kein Kaktuseis? Cookie? Kaktuseis, ja, das ist doch ein Wassereis. Ja und? Ich möchte einen Nogger, bitte. Nogger. Hör mal, das kennen die meisten Zuhörer kennen keinen Nogger. Die kennen auch keinen braunen Bär mehr. Die kennen auch keinen Ed von Schleck mehr. Die kennen auch keinen Dolomiti mehr, auch weil es riesig war. Ja, die kennen das alle nicht. Ja, wobei deine Zuschauer schon noch. Deine Zuschauer, guck mal hier, Fab kann damit gar nichts anfangen. Die Seniorenbande nehme ich raus gerade. meine Seniorenbande nehme ich überall mit hin. Die verteidige ich vor allen. Die Seniorenbande. Nein, aber er hat... Ja, liebe Zuhörer. Ja, er ist das Arte... vom Twitch-Thema auf Twitch. zu Eis. Er ist das Arte auf Twitch. Ja. Ich habe ja eben gesagt, ne, er ist die Speerspitze und das letzte Bollwerk im Kampf für die gute, gepflegte Abendunterhaltung. Und das ist also, ich sag mal... Ich hoffe, dass euch die Abendunterhaltung auch gefällt. Muss noch kurz mal ein bisschen schauen, wie lange wir noch haben. Ja, haben wir doch eigentlich relativ gut durchbekommen, auch wenn ich dann zwischenzeitlich mittendrin nicht so viel gesagt habe im Content, weil einfach natürlich der Podcast unfassbar lange ist. Und meine Mods natürlich genauso wie ich dann irgendwann auch wieder ins Real Life müssen. Aber wir sind auf dem besten Wege. Wie spät haben wir es? 23 Uhr. In ein paar Sekunden 43 Minuten. Dieser Content wieder zur üblichen Zeit hier bei Nachtfalke TV. Schön, euch alle zu sehen. Not So Perfect habe ich eben noch, glaube ich, gesehen. Mr. Do, moinsen. Und ja, es wird zukünftig wieder an ähnlicher Stelle übrigens auch reguläre Streams geben. Nicht unbedingt eine Call-In-Show, aber andere Formate. Und Seniorenbande, ja. Geiler Name, oder? Der ist mir irgendwie in dem Content, in dem Podcast so eingefallen. Ja, in die 2 Meter, gute Nacht. Radio Hot Rod, schön, dass du da warst, mein Lieber.
dir auch einen schönen Stream, hätte ich beinahe gesagt, dir auch eine schöne Nacht. Wir arbeiten im Keller an einem Befehl. Schweigen. Ich soll schweigen. Du meinst, weil der Content jetzt noch weiter verzögert wird? Naja, aber wenn man reactet, muss man ja mal zwischendurch was sagen, ne? Das können wir ja wirklich voller Stolz, ja. Wir drei hier, ich schließe mich mal mit Marco da zusammen an dem Punkt, wir können ja wirklich voller Stolz sagen, ich kenne natürlich unsere Community, also die von Marco und von mir ja in- und auswendig und die liebe ich über alles. Und ich weiß, dass es bei euch beiden genauso ist. Fab hat großartige Leute am Start. Und du, Falke, du weißt, da gibt es ja auch so ein paar Schnittmengen, ja. Das ist so angenehm, einfach bei dir reinzukommen, Musik zu hören und sich im Chat mit den Leuten zu unterhalten. Da ist eine Herzlichkeit, auch wenn da 150 Leute bei dir drin sind, da ist eine Herzlichkeit drin, das kriegt man sonst nirgendwo. Ja. Und das ist für mich wirklich Twitch. Das ist für mich die Benchmark. Ich küsse dein Herz, Digga. Ja, gerne. Ja, aber das ist für mich, was bei mir nie im Kanal passiert. Deswegen. Das ist für mich die Benchmark. Das ist für mich die Referenz. Und das ist mein Wunsch, wie Twitch einfach mehr und mehr aussehen soll. Und es liegt immer an dem Streamer selber, was er daraus macht und welche Leute er anzieht. Und ich habe ja mal bei dir in einer deiner Talkshows gesagt, ich glaube mittlerweile ist es 2 Jahre her, lieber Falke, da habe ich gesagt, der Streamer bekommt immer die Community, die er verdient. Ja. Sage ich, wie es ist. Und das ist wirklich so. Ne? Das ist in der Tat so. Also die Leute gewöhnen sich an dich und nehmen dich natürlich dann in Schutz und so. Also wenn irgendwann so ein gewisser Punkt erreicht ist, ja, dann merkt man das. Das ist einem vielleicht manchmal sogar sehr, sehr ungewohnt und wirkt fast nicht natürlich. Aber es ist das, was wahrscheinlich den Reiz dann letztendlich auch ausmacht, warum man vielleicht auch dann auf Hobbybasis solche Dinge tut, warum man sie tut. Und auf Twitch ist es halt sehr, sehr schwierig. Und man würde sich natürlich auch wünschen, klar, das ist so eine Art Bestätigung, auch wenn, ne, wie gesagt, bei mir ja der monetäre Punkt da bis dahin irgendwie gar nicht so relevant war. Trotz alledem hätte ich mir natürlich so eine Bestätigung auch von Twitch gewünscht. Und ich finde halt, dass Twitch dahingehend einfach genau diesen Fehler macht. Du kriegst sie von uns. Und das werden sie auch in 2-3 Jahren nicht anders hinkriegen. Diese Plattform wird möglicherweise an sich selbst scheitern, weil sie einfach nicht in die Zukunft reinpowern und investieren und blicken. In der Tat, also so ein Scouting-Team hätte ich längst irgendwie als CEO auch in den USA für jegliche lokalen Märkte installiert. Das ist ja das Problem. Ne? USA, hier dieser neue CEO, Dano Clancy, der streamt ja selber, den habe ich jetzt letztens gerade gesehen, wie er am Strand mit also der ist gerade auf Hautkontakt mehr oder weniger fast schon aus mit seiner Streaming-Community, aber mehr natürlich der amerikanischen. Der ist genauso wieder fokussiert nur auf die amerikanische Community und hat irgendwie einmal mit einem deutschen Streamer, glaube ich, ein bisschen, dann natürlich auf Englisch klar gequatscht, aber ansonsten hat er, glaube ich, die lokalen Märkte wie alle seine Abteilungen nicht im Blick. Und das ist das größte Problem, dass Twitch einfach so zentralistisch regiert ist, dass sie einfach die lokalen Märkte völlig vernachlässigen. Und dann würde wahrscheinlich Twitch einfach viel mehr Basis erzeugen können, wenn sie die lokalen Märkte ernst nehmen. Ich meine, Deutschland ist ja nicht mal der größte Markt. Spanien ist einer der allergrößten Märkte und Brasilien beispielsweise entwickelt sich gerade auch extrem. Du müsstest einfach da in diese Scouting-Szene. Ja, wegen der Sprache aber natürlich auch. Ne? Also man darf nicht vergessen, Spanisch ist natürlich. Ja, klar. Und das ist in Deutschland halt schwierig. Da hast du halt eben nur du hast nur Deutschland, Österreich und Schweiz. Das ist dein Radius, in dem du da aktiv sein kannst. Ja, darüber hinaus versteht dich halt eben keiner mehr. Und da hast du es als wenn du Englisch sprichst oder natürlich Spanisch, dann hast du es deutlich leichter. Damit kriegst du die. DJ Ralle kommt nebenbei. Ich stimme in Teilen deiner Aussage zu, aber letztendlich, über wen nicht gesprochen wird, der wird auch nicht gefunden. Und wer dann letztendlich aber gefunden wird über das gesprochene Wort in anderen Streams und dann liefert, der hat dann auch letztendlich einen Vorteil von solchen Geschichten. Also so eine Verallgemeinerung bin ich nie ein Freund von. Das wurde aufgenommen am Mittwoch dieser Woche, Dynamic. Also insofern ganz, ganz frischer Content und dieses Video auch exklusiv. Wir haben zu viert das Ganze entsprechend produziert und es ist schon online auf den üblichen Podcast-Inseln und
auch den Formaten und letztendlich den ganzen Plattformen. Aber grundsätzlich haben wir das live on the fly aufgenommen und auch nicht in irgendeiner Form geschnitten. Nur das Video selber, das ist exklusiv heute bei mir. Das seht ihr nur jetzt hier bei mir. Später dann nochmal die gesamte Ausgabe auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du was verpasst hast, ich lade das möglicherweise sogar heute Nacht noch hoch, damit ich das dann morgen Vormittag den Tag über oder so eventuell direkt veröffentliche, damit ihr das alle exklusiv habt. Wie gesagt, man muss ein Stück weit von dem überzeugt sein, für den man Werbung macht. Ja, das sowieso. Also das merkt der Zuschauer intuitiv natürlich und sehr unterschwellig, ob da eine gewisse Beziehung besteht. Also letztendlich das Netzwerken und das Connecten und das übereinander reden, das bringt schon was. Weckt zumindest die Neugier bei den Zuschauern. Wenn du dann nicht lieferst, ja gut, dann hast du halt selber Pech gehabt. Und dann hast du auch irgendwann am Ende das, was Fab ja sehr richtig dann irgendwann auch gesagt hat, was ein bisschen für polarisierende Effekte gesorgt hat, was du am Ende irgendwann auch die Zuschauer, die du verdient hast. Oder halt auch keine Zuschauer, die du dann möglicherweise auch verdient hast. Elon Musk das haben wir halt irgendwie auch besprochen am Mittwoch, Donnerstag, dass wir das dann exklusiv bei mir machen. Wir haben noch ein bisschen gewartet, ich hatte nur heute Zeit. Und letztendlich dann damit auch exklusiver Content und etwas anderes als sonst bei mir im Kanal. Es werden sich Dinge hier im September, sehr viele Dinge nebenbei hier im Kanal ändern. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich ja übrigens auch wieder einen Streamingplan einrichte und Call-In-Show vielleicht als Event setze und ansonsten haben beispielsweise Song of My Life, Music of My Life als Format mit anderen Streamern und dann, dass wir gemeinsam über Musiksongs sprechen, Erlebnisse, Emotionen und das Ganze dann so setzen, dass immer der eine auch einen von diesen Songs spielt und dazwischen dann so 30, 40 Minuten teilweise auch Talk ist. Das habe ich mit Didex das allererste Mal gemacht, der vorhin hier auch kam mit dem Raid. Und das ist in meinen Augen ein sehr, sehr tolles Format. So eine Kombination aus so ein bisschen der Wunschbox und halt also Musikstream und halt Streamer-Talk. Lockert Streamer-Talks, glaube ich, ein bisschen auf. Das wird hier zukünftig wieder mehr passieren, aber dann vielleicht auch Musik. Vielleicht auch mal eine Reaction, aber wahrscheinlich von mir sehr, das kann ich euch auch so sagen, sehr sorgfältig ausgewählter Content. Entweder eigener Content oder speziell Content, der vielleicht dann, wo ich auch einen Mehrwert liefern könnte beispielsweise. Hot oder Schrott war gut, ist aber durch Bot-Geschichten und so sehr, sehr schwer umzusetzen. Vielleicht wird es das auch nochmal geben, es wird spontane Geschichten geben, vielleicht wird die Schlagzahl erhöht, in Anlehnung erstmal an die früheren Zeiten, Dienstag, Donnerstag, Sonntag, denke ich an. Vielleicht packen wir sogar noch den Mittwoch dazu. Also nach der Sommerpause ist sozusagen ein bisschen mehr hier im Kanal wieder angedacht und geplant. Da müssen aber noch mehr Geschichten im Hintergrund auch besprochen werden. Das hängt natürlich auch davon ab, wie die Moderatorenzeit haben. Ne? Das nochmal hier so kurz nebenbei gesagt, aber ich kann es auch gleich nach dem Content nochmal erzählen. Denn ich will jetzt mal die Reaction nicht zu sehr unterbrechen, weil ich weiß nicht, ob das im YouTube-Video, und ich will das nicht rausschneiden, ehrlich gesagt, dann möglicherweise nicht so viele interessiert. Hallo YouTube, vergesst die Kommentare nicht. Ne? Dieses Video wird ja auf YouTube laufen. Hallo YouTube, vergesst die Kommentare nicht. Bitte ein Abo dalassen und liken, kommentieren, all die Geschichten, die auf YouTube wichtig sind. Ich möchte diesen exklusiven Content relativ schnell und zeitnah auch auf meinen YouTube-Kanal packen. Grinch TV, guten Abend. Die größte Reichweite. Ja, warum der Markt so groß ist, das ist mir und vielen anderen natürlich klar. Aber sie müssten halt überhaupt mal auf die lokalen Märkte achten. Der spanische Markt wird ja genauso vernachlässigt, obwohl er ein großer Quotenbringer und Kohlebringer letztendlich ist. Und bezogen auf die Größe ist die Dachmarke so schlecht jetzt auch nicht im Vergleich. Das darf man nicht vergessen. Also es war in der Corona-Phase natürlich noch mehr. Aber wenn sie nicht aufpassen, dann wandern alle irgendwie zu TikTok ab. TikTok wird wahrscheinlich als App irgendwo in allen Märkten demnächst verboten werden. Das geht ja auch schon los in New York, wo da auf Diensthandys die Apps nicht mehr benutzt werden können und das wird und dürfen auch von offizieller Seite. Und das ist bei Twitch natürlich nicht passiert, aber TikTok ist dahingehend ja eine absolute Spionage-App. Ne? Also jetzt mache ich natürlich das Thema auch noch kurz auf, aber ich glaube, es hat ein bisschen trotzdem miteinander zu tun. Also Twitch und TikTok werden sich annähern müssen. Wenn sie es nicht tun, werden beide wahrscheinlich
auf Dauer nicht überleben und eine andere Plattform plötzlich aus allen beiden Bereichen die für sich wichtigsten Punkte rausziehen und Twitch im nächsten Zeitraum von 2 bis 3 Jahren platt machen können, wenn dann auch noch die finanziellen Mittel stehen. Und das ist der Grundgedanke, den ich persönlich bei Twitch sehe. Die sind zu sehr in der Monopolstellung und sie leben die ganze Zeit in der Monopolstellung und sie werden wahrscheinlich ihre Sichtweise nicht ändern. Und irgendwann ist dann Twitch überholt. Sie werden nicht komplett aufgeben. Amazon wird bestimmt Twitch nicht wirklich aufgeben, aber sie werden solche Maßnahmen wie auch in Korea ergreifen. Twitch ist für die Marktforschung unglaublich wertvoll. Also was man nicht vergessen darf, viele denken ja immer, das mit dem Prime-Sub, das ist so eine tolle Sache. Die Verknüpfung eures Twitch-Kontos mit dem Amazon-Konto ist elementar wichtig, weil darüber nämlich dann erst die Daten gespiegelt werden, die für die Vermarktung und Werbeausspielung auf Twitch unglaublich wichtig ist. Eine der wichtigsten und wertvollsten Informationen, die Amazon an seine Werbekunden liefert, ist, dass die genau und exakt sagen können, durch eure Amazon-Konto-Verknüpfung, dass sie genau sagen können, also irgendwann, also die könnten ganz spitz sagen, die wissen genau, welchen Rasierschaum du, lieber Falke, kaufst. Das wissen die genau. Weil du verknüpft bist durch dein Prime-Konto. Ja, das stimmt, aber sie schwächen das gerade wieder. Diese Partner-Plus-Programme zum Beispiel. Um die zu erreichen und die 70% zu bekommen, ist der interessanteste Punkt dabei, dass Prime-Subs davon ausgenommen sind. Das heißt, im Prinzip ist es gerade so, dass sie ihr eigenes System schwächen, um halt die Rentabilität weiter auszubauen. Und das ist halt auch die Gefahr, weil sie natürlich von oben extremen Druck bekommen. Wenn Twitch machen könnte, was sie wollen, ohne den Druck von oben von Amazon irgendwie endlich mal rentabel zu werden, würden sie solche Spielchen ja nicht spielen. Und deswegen versucht ja auch der CEO jetzt wieder irgendwie, wieder sich mehr anzunähern an die Community. Das wird ihm aber wahrscheinlich alleine als Person und auch nur im amerikanischen Markt halt nicht gelingen. Und man sieht zum Beispiel auch an den Kosten. Ne? Amazon ist natürlich wirklich dieser Punkt, wo sie sehen, Twitch kostet einfach die und die Kohle. Und das ist interessant. Dynamic, zu was ist jetzt deine Aussage? Das ist leider nicht ganz richtig. Das ist immer schwierig im Chat, weißt du ja selber. Auf was genau beziehst du dich? Auch wenn das jetzt ein voraufgezeichneter Content ist, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, was genau du als nicht richtig bezeichnest. Wir können es auch gerne noch am Ende des Videos durchsprechen, das ja nur noch 6 Minuten läuft. Interessanter war ja bei Kick auch, dass Kick die Amazon-Server nutzt und insofern ja wieder für Twitch letztendlich und für Amazon, für den Mutterkonzern Kohle reinholt. Das sind so wichtige Punkte, die ich halt sehe. Und dementsprechend bei Twitch aber von Amazon-Seite aus die Sache geschwächt wird. Man sieht es auch an dem koreanischen Markt. Da sind die Internetkosten unfassbar gestiegen. Die Provider müssen irgendwelche Steuern bezahlen. Da wurden die Streaming-Möglichkeiten, die Bandbreiten deutlich eingeschränkt. Ja. Du konntest nur noch mit 720p, glaube ich, streamen. Und das egal, ob du Partner bist oder sonst irgendwas, weil da einfach diese Kosten so extrem explodiert sind. Und wenn das bei uns passieren sollte, aus welchen infrastrukturtechnischen Dingen auch immer, dann werden Amazon und Twitch genauso da die Reißleine ziehen, weil es einfach unfassbar viel Geld kostet. Und ich bin zum Beispiel einer von den Streamern, die nicht monetarisiert haben und die dann irgendwie über 100 Zuschauer haben, die Twitch richtig Geld kosten. Ne? Ja, im Grunde genommen ja. Mhm. Ja, also ich mache mir um eine Plattform, die Geld verdient, weniger Zukunft Sorgen als über eine Plattform, die einfach immer nur Minus macht, so wie das halt eben bei Twitch der Fall ist. Also ich gönne es ihnen schon und sie sollen es auch haben und da mache ich mir um Kick halt eben zukünftig noch mehr Gedanken. Aber Gedanken mache ich mir auch darum, ob wir den Podcast überhaupt hochladen können, denn wir sind ja jetzt schon bei fast 1 Stunde 40 oder so. Also wir sind schon, okay. Also das ist unser großer XXL-Podcast. Abgesang, tschüss, ich bin raus, danke. Nein, also gut, ne? Komm, ich war nur wir müssen uns schon noch vernünftig verabschieden voneinander. Gibt es das Honorar nicht für 2 Stunden? Also jede angerissene Stunde gibt noch eine Stunde mehr Honorar? Du wirst es gleich auf deinem Konto sehen. Ja, wir haben doch pauschal. Wir haben pauschal gemacht. Ja. Die 15.000, die waren pauschal. Ja, die 15.000, die waren pauschal. Die 15.000 Erdnussflips. Ja. Ja, du weißt, für Fab haben wir ein bisschen mehr bezahlen müssen. Der ist teurer, der ist ein Schweizer, ne? Ja, das ist halt eben, die Deutschen kriegt man da noch ein bisschen günstiger. Tut mir leid. Ja, 50 Falke, Kilo deswegen haben wir dich gebucht. Es tut mir leid. Toblerone. Ja, genau. Nichts gegen Toblerone. Toblerone ist super. Ja, ist wirklich super.
Also der Vorteil ist ja, in der Schweiz zu leben, ne, nochmal abschließend, Fab muss ja reich werden. Der kriegt ja mit den Schweizer Subs mehr Geld. Hat mir jetzt ein Streamer erzählt, der von Deutschland in die Schweiz gezogen ist. Und der sich freut, dass irgendwie die Schweizer Subs mehr Kohle bringen. Hast du diese Erfahrung auch gemacht, Fab? Keine Ahnung, ich kenne halt nur die Oder hast du nur eine deutsche Community und lebst aber in der Schweiz? Also hast du Schweizer bei dir? Ja, also das ist das Interessante. Ich würde sagen, bei mir sind 60% Schweizer und 40% der restliche Dachraum. Okay, echt also ein paar jetzt? Deutsche verirren sich noch zu dir. Oh, ja, aus irgendeinem Grund. Und die denken immer, ich komme irgendwie aus der Nähe Frankfurt oder so. Das macht dich zu einem der größten Schweizer Streamer. Ja. Ihr Lieben, ich würde sagen, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, lieber Falke, vielen lieben Dank, lieber Fab, dass ihr da wart. Es war eine geile Überraschung. Es war geil. Es war und es ist geil und es ist unser schönster Podcast, auch wenn er der längste ist. Ja. Im Abstand der längste. Und 20 mit Jahren kann man auch XXL ertragen. Ist ja was ganz Besonderes heute. Auch das erste Mal zu viert hier mit anderen Gesprächsteilnehmern. Die Fliege nehme ich jetzt mal raus. Die konnte ja nicht wirklich was. Die konnte nichts dafür. Ja, die erste ist nichts dafür, aber auch nichts beitragen. Aber es war was Neues für den Podcast. Aber auch der Austausch war unfassbar geil, auch mal andere Sichtweisen zu hören von euch beiden. Okla und ich, bei uns ist ja das immer schwierig. Wir sind uns ja immer einer Meinung. Eigentlich, ist langweilig. Das ist das größte Problem. Wir langweilen. Das ist der Fehler. Wir langweilen. Also, wir sind immer einer Meinung sein geht gar nicht. Man muss Meinung haben. Gutes Gespräch wird dadurch ausgezeichnet, dass nicht alle die gleiche Meinung haben. Wir sind alle einer Meinung. Wir beide. Außer beim Essen. Da sind wir sehr unterschiedlicher Meinung. Ja. Da gibt es so bestimmte Dinge, da würde ich sagen, boah, nee, komm, ist raus. Ja. Aber in diesem Sinne, ihr Lieben, vor allen Dingen ihr lieben Zuhörer, dass ihr immer noch so lange mit uns durchgehalten habt, das zeigt wirklich, entweder waren wir so toll oder ihr seid eingeschlafen. Was auch immer jetzt passiert ist, vielen Dank, dass ihr da geblieben seid und wir freuen uns auf den nächsten Podcast und auf die nächsten Streams mit Fabs Act und natürlich mit dem lieben Nachtfalken. Absolut. Also, passt alle auf euch auf. Gute Nacht. Ja. Oder guten Tag oder guten Morgen. Tschüss. Ja, wann immer ihr das hört, man weiß es nicht. Ne? Sei es im Sitzen, sei es im Liegen, sei es im Stehen, man weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. Die Wunder des Streaming. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. So, in diesem Sinne, wir sehen noch den tanzenden Marco. Das war's für YouTube. Dankeschön, dass ihr auch alle da geblieben seid, bis zum Ende geschaut habt. Kommentieren, liken, gefällt mir etc. pp. bei meinem YouTube-Kanal Nachtfalke TV würde mich sehr, sehr freuen. Dieses Video wird extrem zeitnah hochgeladen auf YouTube und ist live entstanden hier auf Twitch. Den Chat konntet ihr auch nachlesen. Und wir haben zwischenzeitlich hier auch wirklich sehr viel im Chat geplauscht. Nicht immer habe ich den Content unterbrochen. Danke, dass ihr da wart. Ein wirklich fantastischer Podcast zusammen mit Fantastic Marco, Oklahoma White und mit mir sowie Fabs Act. Dankeschön für diesen wundervollen Abend oder wann auch immer ihr dieses YouTube-Video schaut. Es war sehr, sehr schön mit euch. Vielen, vielen Dank hier auf YouTube.